Traymundo. Hey, sollte dies diese Auswahl etablierter und gefragter Meinungsblogger von meiner Wenigkeit in ihren sehr detaillierten Aussagen überzeugt haben, dann schau doch gerne auch bei meinen anderen Kanälen vorbei. Dort gibt es unter anderem Hauptkanalvideos, die ich selber nicht in Form von Reactions on Stream mache oder noch mehr Reactions auf meinem brandneuen Drittkanal. Da werdet ihr auf jeden Fall beste, neu aufgewärmte Unterhaltung finden, wie ihr sie kennt und liebt, sonst würdet ihr ja jetzt nicht in diesem Video sein. Aber genug geredet, weiter geht's mit diesem Video. Hallo YouTube, jetzt folgt hier der zweite Teil der Retrospektive der Harry Potter Saga und J.K. Rowling als Autorin. Dementsprechend knüpfen wir hier jetzt an dem Punkt an, wo wir im letzten Teil aufgehört haben. Und zwar geht es hier um die Thematik der Sklaverei und dem Aktivismus von Hermine. Hermione is supposed to be functioning here solely as a haughty busybody who is the punchline of a joke. So, as Rowling writes it, we're to understand that it's wrong, for instance, for people to assume Hagrid is violent because he is a giant, because it's wrong to judge him on the basis of his race rather than his actions, but it's okay to assume the house elves, on the basis of their race, want to be slaves, even though some of them, demonstrably, do not want to be. In dem Kontext ist es tatsächlich inkonsistent, weil dementsprechend müsste man ja auch Hagrid verurteilen, weil er halt Riese ist, das stimmt schon. Das ist their nature to look after humans, and if they say otherwise, they're just being weird. So, time for an obvious statement here. This assumption that the elves should be naturally subservient because of their race is racist, right? Yeah. I mean, that's what racism is, isn't it? So, das ist der Kerngedanke von Rassismus. Genau das. Are the characters who make that argument just racists? Now, the Harry Potter series has something of a limited understanding of racism, and I don't mean intentionally limited in that it's a series aimed at children and teens, and therefore isn't going to be that complicated. No, I mean limited in that the author just doesn't really understand racism. True. Now, don't get me wrong, Rowling understands that racism is bad, and she often makes her characters who are the bad guys be racists. But where she trips up is when she tries to understand and counter that racism. And to show you what I mean, und das ist genau das Problem, was ganz viele Menschen haben. Ganz viele Menschen haben in ihrem Kopf drin so, rassistisch sein ist nicht gut, Rassisten sind schon schlechte Menschen, es ist nicht gut, rassistisch zu sein. Aber es ist halt nicht so leicht. Zu einem gewissen Maß ist jeder zum Stück weit rassistisch. Du kannst zu jedem Zeitpunkt rassistische Glaubenssätze in irgendeiner Weise verinnerlicht haben. Zu jedem Zeitpunkt. So. Und da ist niemand von uns frei von. Aber darüber zu reflektieren, so, hey, könnte das vielleicht ein bisschen rassistisch sein? Könnte da dieser kurze Gedanke, auch wenn er nur kurz war, könnte der eventuell ein auf Rassenideologie aufbauendes Vorurteil sein, das vielleicht zurückzuführen ist auf ein veraltetes Buch, eine veraltete Unterrichtsstunde von irgendeine veraltete Glaubenssatz, den ich irgendwo gehört habe. So könnte das sein. So, allein darüber zu reflektieren, macht dich ja automatisch weniger rassistisch, weil du die eigenen Rassismus vor Augen hältst, reflektierst und aufarbeitest und nicht daraus handelst. So, das ist ja der Unterschied zwischen rassistischen Menschen und nicht rassistischen Menschen. Weil diese inneren Rassismen haben wir alle. Aber die meisten Leute denken sich nicht, Bruder, der Schwarze da, der muss ja auch XY. Ne? So. Und du weißt, ist ein Individuum und du kannst von dem Individuum keine irgendwelche Merkmale, die für alle Menschen diese Hautfarbe ist, ableiten. So, ist Quatsch. So. Es ist okay, rassistisch zu sein, es ist schlimm, das dann nicht zu ändern und sich nicht zu reflektieren. Genau. Du suchst es dir ja nicht aus, rassistisch zu sein. So. Das ist ja etwas, was gesellschaftlich, strukturell in diese Welt halt integriert worden ist. Also Kolonialismus, Kapitalismus ist Hand in Hand gegangen. So, wir haben davon profitiert, es hat unsere Bildung, es hat unsere Gesellschaft, hat Religion auch beeinflusst. So. Es ist unmöglich, frei davon zu sein. Was aber möglich ist, sich damit auseinanderzusetzen, zu reflektieren, so, hey, sind diese Vorurteile, diese Glaubenssätze, sind die rassistisch? Wenn ja, wie nah sind sie denn wirklich der Realität? Und das zu tun, das ist der Unterschied zwischen Rassisten und den Leuten, die aktiv an ihren Rassismen arbeiten und halt eben keine Rassisten sind. Weil zwischen rassistisch handeln und äußern und Rassist sein gibt es halt Unterschiede, ne? Rassistische Glaubenssätze zu verinnerlichen, die zu glauben und zu reproduzieren, machten dich zum Rassisten. Rassistische Glaubenssätze verinnerlicht zu haben, die zu reflektieren und halt kritisch zu hinterfragen und aufzuarbeiten, machen dich halt zu einem Nicht-Rassisten. So, und das versteht halt J.K. Rowling nicht. Du kannst ja auch rassistisch sein oder kannst Rassismen reproduzieren, rassistische Äußerungen raushauen, ohne dich selber als Rassist zu identifizieren. Through a couple of instances of racism in the books.
So Harry's first encounter with racism in the wizard world is when he meets Malfoy in Diagon Alley in Book 1, and Malfoy states that he thinks Hogwarts shouldn't admit witches and wizards from Muggle families. Yeah. An upset Harry tells Hagrid about this later, and Hagrid says, "You're not from a Muggle family. You're Harry Potter. Everyone knows you belong here." Hagrid is saying basically, You belong here, du gehörst hierher. Heißt, er bestätigt eigentlich diese Aussage von Malfoy, dass es Menschen gibt, die gehören hierher und es gibt Menschen, die kommen halt nicht von hier. Das ist halt Rassismus. Das ist halt rassistisch. Er bestätigt halt diesen Divide, über den sich ein Harry aufregt. "Don't worry, that racist wasn't talking about you." Now, that's not too great of a reply, obviously, No, but not. Hagrid has another up his sleeve. He says, "Anyway, what does he know about it? Some of the best I ever saw were the only ones with magic in them in a long line of muggles. Look at your mum. Look at what she had for a sister." And a similar scene takes place in Book 2 after Hermione is called a mudblood by Malfoy. Ron, explaining what mudblood means, says, "There are some wizards, like Malfoy's family, who think they're better than everyone else because they're what people call pure blood. The rest of us know it doesn't make any difference at all. Look at Neville Longbottom. He's pure blood and he can hardly stand a cauldron the right way up." And then Hagrid chimes in saying, "And they haven't invented a spell our Hermione can't do." This is Rowling's counter-argument to the racism in her books. Racists are technically incorrect on the facts, which is weak by itself. Ja, you see, when racists say they're better than other people, they don't... Dann argumentierst du ja nicht dagegen, doch, ich bin besser, weil ich kann mehr zaubern als du. Es ist ja keine faktische Basis, auf der du solche Leute begegnest. Das ist ja eine Ideologie. Die fußt ja nicht auf Argumenten. Ich meine, im echten Rassismus wurden ja pseudobiologische Gründe hergenommen, als wurden Schädel vermessen, um diese Ideologie, diesen Glaubenssatz in irgendeiner Weise zu berechtfertigen, zu bestätigen, dass Schwarze oder halt Asiaten oder halt andere Ethnien anders sind, weniger sind. So, da wurde ja nicht faktisch gearbeitet, empirisch, sondern es war einfach, wir wissen, dass es so ist und jetzt müssen wir Gründe finden, dass das auch stimmt. So, dem mit Argumenten begegnen ist ja halt am Thema vorbei. Du adelst fast schon deren Talking Points als ernstzunehmende Argumente, was ja nicht der Fall ist. Es ist halt pseudobiologisches Geschwurbel. Actually mean more skilled. They mean fundamentally better. They are worth more as people by default. Ja. To a wizard Ein world. Rassist wird ja trotzdem eine schwarze Person als weniger wert wahrnehmen, auch wenn diese Person den höchsten Bildungsgrad in der Gesellschaft besitzt. Eine Erkenntnis, die ich am eigenen Leib mehrfach erleben musste, weil ich dachte früher immer, ich kann Rassismus und Rassismen ausweichen, indem ich mich einfach möglichst integriert, assimiliert, ich bin ja assimiliert, und möglichst intellektuell positioniere. Möglichst white passe, möglichst der integrierte Hase bin, so. Aber dem ist nicht so, weil Rassisten, also Real Talk Rassisten nicht, oh, ich finde Ausländer ein bisschen gruselig, man weiß ja auch gar nicht, was man sagt, sondern nö, ich mag die nicht, weil die sind anders, das sind keine Menschen für mich. Die wirst du, egal was du sagst, egal was du tust, du wirst diese Menschen nie davon überzeugen, dass du genauso viel wert bist. So, weil es eine Ideologie ist. Das fußt nicht zwangsläufig nur auf Fakten. Das ist ein Glaubenssatz. Das ist ein fundamentaler Grundsatz, der nicht mit irgendwelchen Argumenten zu bezwingen ist, so. Danach wird die drehen sich danach ihre Welt anschauen. Wie Religion effektiv. Sind wie eine Religion effektiv. Racist, Neville Longbottom is worth more than 1,000 Hermiones because he is pure blood, so he is better. Whatever reasons racists give for their racism are not the actual reasons at all, they're the excuses for their racism. Genau. Racism, as presented by the Harry Potter series, is a conscious decision people make. A character will choose to be racist because they believe in some flawed idea. They have an incorrect belief about the world. Racists say Muggleborns are worse at magic, but look... Thomas Harry Potter gelesen? Aber er war ein Co-Autor. Hermione is really good at magic, and Neville is rubbish. Therefore, racism is wrong.
Now, this is a poor counter-argument because it accepts the logic of the racists. It just disagrees with their conclusion. Das meine ich, dass es adelt die Position der Rassisten zu einer, die wirklich es wert ist, faktisch auszuargumentieren. Und das ist halt Quatsch, weil es halt, ne? Conclusion. And what does this say to Hermione exactly? You know, if you were bad at magic, Malfoy would be right to be racist about you. It's a good job you do your homework, Hermione. And in fact, when the good characters do agree with Dazu kommt nämlich dann noch dieser neoliberale Leistungsansatz, sodass du nur einen Wert hast. In diesem rassistischen System hast du dann nur einen Wert, wenn du viel leisten kannst. Also, wenn du gut zaubern kannst und du ein Muggel bist, dann hast du einen Wert, weil du kannst ja gut zaubern, so. Würdest du nicht gut zaubern und du bist Muggel, dann haben die Rassisten recht, dann bist du wertlos. Also, das ist halt wirklich ein schwaches Argument. Logic of the racism. Und das Ding ist, sorry, wenn ich die ganze Zeit so oft pausiere da gerade so, aber das Ding ist, diese Argumentation und dieses Thema hat sich J.K. Rowling ja selber angelacht. Sie hat das Thema ja selber aufgemacht. Niemand hat gesagt, oh, schreib jetzt mal bitte über Rassismus. So, du, ältere weiße Frau, schreib doch mal bitte über Rassismus, der du noch nie wirkliche Berührungspunkte mit diesem Thema hattest. So. Hat ja keiner gesagt. War ja auch nicht, oh, Rassismus ist jetzt gerade ein richtig wildes Thema. Das ist komplett on vogue gerade. Bitte schreibt drum, für die Einzelquoten oder sowas. Sondern sie dachte sich selber, oh, das wäre jetzt gut, darüber zu sprechen. i.e. house elves are naturally subservient and slavery is the best thing for them, then it's not considered to be racism at all. It's just common sense. In J.K. Rowling's writing, the real bigotry is not, for example, believing in a hierarchical worldview with a natural slave race. Bigotry is more just being rudely incorrect. Racism is first and foremost a bad attitude. And I'd argue that this view of racism, in which it's a thing consciously engaged in with intentional rudeness, is why Rowling is ignorant of her own racism. Now, J.K. Rowling gets to racism not by conscious, rude hatred, but by way of arrogant laziness. Ja. She writes about groups of people that she doesn't know anything about. Bruder, so based. So based. Und da können sich die eine oder andere Creator-Person so oft, so viel von abschneiden. Genau das. She doesn't do any research or talk to anyone who knows more than her, and so she gets herself into trouble. Yeah. For instance, a few years ago, Rowling came under fire for writing an article about Navajo skinwalkers on the website Pottermore, which was a site owned by J.K. Rowling that published supplementary material and news related to the Harry Potter universe, before being rebranded to wizardingworld.com in 2019. Anyway, in this article, Rowling states that the legend of the Skinwalker was made up by Native American medicine men in order to demonize real wizards, and this is something that she repeated on Twitter. Was? Was? Warum werden jetzt hier marginalisierte Gruppen hergenommen und deren Folklore benutzt, um die Zauberer in die Arme zu dämonisieren? Die armen Zauberer, die hier vor den... Bruder, was? Ich mag sie nicht, ja, oder? Also, was soll das? Warum? Was soll das? Also, warum? And Rowling was widely criticized for appropriating a real people's cultural and spiritual traditions to use as props in her wizard stories. Ja, aber halt nicht nur als Props. Die wurden ja nicht nur als... Das wäre ja noch so, okay, muss man nicht unbedingt, wenn du dich nicht damit auseinandergesetzt hast, so, okay, kannst du machen, ne? Wird gemacht, kann man machen, ist jetzt nicht das Geilste, so. Man kennt das, die Debatte. Wir kennen die Debatte, wurde schon tausendmal gediskutiert, so. Das ist noch, ne? Das ist noch so, okay, machen viele Autoren, ist jetzt nicht das Neueste, das Schlimmste. Aber wenn du deren aktuelle Kultur, deren Ahnenkultur, deren kulturelle Güter nimmst und benutzt, um deine fiktiven Leute in die Opferrolle stellen zu können und diese Kulturen, an denen du dich bedienst, als eine antagonistische, also eine böse Kraft darzustellen. Als nächstes, ja, also das Oktoberfest existiert ja nur, ne? Damit die ganzen Zauberer in Deutschland das Land verlassen, weil Zauberer in Deutschland durften kein Bier trinken. Und wenn du beim Oktoberfest nicht da warst, dann wussten alle, dass du einer dieser Weirden bist und wurdest aus der Stadt gejagt. Diese ganz gemein bösen deutschen Oktoberfestfeiernden. Die sind nämlich eigentlich die Bösen.
So diese Vibes, so, bruh, was hat dir Deutschland getan? So, was haben die Bayern getan, so, Und in dem Fall ist das nicht so, dass die Bayern oft genug in der Vergangenheit von der Mehrheitsgesellschaft diskriminiert worden aufgrund ihrer kulturellen Praktiken, die eine J.K. Rowling hier im aktuellen Fall benutzt, um sie als böse oder als die antagonistische Kraft darzustellen. Das ist halt Lost. Die hat null Feingefühl. Aber null Feingefühl. Wild. And the way she uses them is basically to say that their historical beliefs were made up by people who were jealous of her real wizards. Rowling's laziness really takes center stage in the series of articles introducing the other schools of the wizarding world. For instance, the Japanese school is called Mahutakoro. Vor allem, du kannst dir das nicht ausdenken, Alter. Vor allem wollen die entsprechenden Leute zu den Folklore, die Skinwalker gehören, nicht über ihre Kultur zu Außenseitern sprechen, weil sie sich bereits zu ausgebeutet fühlen. Und das kann ich an dem Punkt, wo die Indigenen in Amerika sich gerade befinden, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Deren Kultur wurde über die letzten Jahrhunderte so hart gerippt und die haben dafür die haben immer nur die nächste Wange hingehalten, so. Also es ist halt ein Scam sein Urgroßvater, was die da abkriegen. Now that might not sound right to you, but that is the pronunciation guide given on the website. So this name is what you would get if you used Google to translate the Japanese word for magic and the Japanese word for place, and then combined them with no regard for grammar, and then pronounced it wrong. This article starts out, this ancient Japanese school has the smallest student body of the 11 great wizarding schools, but does it? Because that's weird. About twice as many people live in Japan than in the UK, which also has its own wizard school, so why does their school have fewer students? Are Japanese... Weil die Japaner einfach viel härter arbeiten. Die sind einfach viel, viel genauer mit der Auswahl. Du musst da einfach viel besser sein. Man weiß ja, diese Japaner, diese Chinesen, Asiaten halt. Einfach klug, ne? Da musst du einfach besser sein. Einfach größerer Wettkampf. Einfach mal hier ein Stereotyp einführen, Copy-Paste, Bomb. Is people just genetically less magic than British people in Rowling's world? The South American wizard school is in Brazil, and its name is what you would get if you used Google to translate the Portuguese word for castle and the Portuguese word for wizard, and then combined them with no regard for grammar. Wow. The resulting word, castle wizard, sounds less like it's describing a castle for wizards, and more as though the castle itself is a wizard. It's also named in Portuguese, despite the school predating the Portuguese colonization of the Americas. Ja, so, sie ist halt faul. Und das ist halt Worldbuilding, nachdem die Werke fertig waren, so. Und das ist halt einfach so, nö, also ich will nicht, dass mein Franchise in der Vergangenheit verkommt und als bei den Lesern im Gedächtnis bleibt als etwas, was damals mal cool war, sondern nein, für mein riesen Autoren-Ego muss ich jetzt hier mehr Content nachliefern. Und übrigens, ich war ja auch schon immer meiner Zeit voraus, guck mal, Dumbledore ist ja auch schwul. Und Hermine war eine schwarze Frau. So, dieser Vibe ist das. what happened there? All this might seem nitpicky, but these are the sorts of questions you need to think about if you want to write about other people's cultures and histories. Yeah. Rowling gets herself into trouble here because she just lazily makes it up as she goes along. Und deswegen zum Beispiel würde ich niemals Urban Fiction schreiben. So, die magische Welt und die normale Welt, die dann vermischen, und dann musst du halt die normale Welt und echte Kulturen berücksichtigen und die halt auch eigene neue ausdenken. So, ich würde einfach den ganzen Weg gehen und einfach alles mir ausdenken. Und wenn ich mich dann an einzelnen Kulturen inspiriere, kann ich immer noch Kulturen mischen und dann kann keiner sagen, ja, aber du klaust hier von, das ist voll respektlos. So, weil nee, das ist 99% davon ist ausgedacht und der Rest ist inspiriert. Aber das bedeutet ja, du musst richtiges Worldbuilding machen, du musst die richtig Arbeit investieren, die eigene Kultur und eigene kulturelle Praktiken, Traditionen und solche Geschichten, alles ausdenken. So, alles machen, ne? Es ist halt schwer. Es ist halt viel Arbeit. Dann lieber hier und da klauen, und den Ort kennt man ja, und Japanisch, Koreanisch, ich will, wenn ich gerade schon sehe, Jarl Ragnar Lodbrok, ich will gar nicht wissen, was sie im skandinavischen Raum für eine Zauberschule hinsetzt, so. Und wie die Dinge da heißen, so. Ich will das gar nicht wissen. Und es gab doch, die kennt man doch.
Das ist doch hier, die gibt's doch hier. Wie heißt sie? Nee, Dummstrang ist aber Dingens, ne? Case in point from the Harry Potter series. Dummstrang ist doch skandinavischer Raum, oder nicht? Warum sind denn da Bulgaren? The Scottish Chinese character Cho Chang, whose name is made up of 2 Asian surnames, which depending on how you... Dummstrang ist, ja. Dummstrang ist Bulgarien. Ist Bulgarien. Ist es in Bulgarien? Ich dachte, es ist ein... Warte. Ich dachte gerade... Dummstrang, ich dachte, es ist irgendwo ein Dingens. Dummstrang. Das ist doch in Skandinavien, oder nicht? Skandinavien. Ist in Skandinavien. Wollte ich gerade sagen, weil Bulgarien und deswegen... Dummstrang ist im Norden, nämlich genau. Aber im Dummstrang sind ja ganz viele Bulgaren. Und das verstehe ich nicht. Warum sind Bulgaren im Skandinavien? Haben die im Osten keine eigene Schule? Ich meine, es gibt 11. So. Wo liegt die Schule? Die liegt, ist eine in Osteuropa oder Skandinavien liegende Zauberschule. Osteuropa oder Skandinavien. Das ist alles das Gleiche. Das ist alles das Gleiche. Das ist der genaue Ort nicht bekannt, oder wie? Huh. Ja, weil das finde ich merkwürdig. Hier. Befindet sich Skandinavien befindet im höchsten Norden von entweder Schweden oder Norwegen. Aber was macht es dann, wieso dann Osteuropa? I don't get it. Make it make sense. Translate them, or possibly from different countries even. It'd be like calling a European character Lopez Schneider or something. Now, there's been a lot of... Stimmt, Cho Chang sind... Ja, wir kommen jetzt zu der Namensgebung der als... Oh nein, jetzt wird's richtig unangenehm. criticism of Cho Chang and a lot of wondering about how Rowling came up with the name exactly, but I know I can solve that mystery today. You see, Rowling often names things in her books using word association, so she comes up with some words associated with the thing she's trying to name, and then constructs a name out of those. So what do I call this grim old place? Grim old place. Where do the goblins keep the ingots? In Gringotts. Where do the Dursleys live? Well, they're very private, and Dudley is always whinging, so they live in Privet Drive, Little Whinging, right? She also names some of her characters this way. So, what do I call the werewolf? Well, Lupin, Remus, jawohl. raised by wolves. Lupin, from the Latin for wolf, right? This character is always taking... Dieser Mann, der Wolf im Chat, aber Wolfman ist doch bestimmt kein Werwolf. Nein. Wolfman ist überhaupt nicht suspicious. Wir müssen ihn vielleicht doch... Nee, wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn gar nicht bei Vollmond beobachten, ne? Es ist so lost. Es ist Umbridge so with things, so I'll just call her Umbridge. That one was easy. But now here's where it gets awkward. What do I call the black guy? Ja, das ist Well, übel. what comes to mind when... Das ist übel. Real Talk, einer der wenigen schwarzen Charaktere, Kingsley Shacklebolt. Bro, dein Ernst? So, you had one job. So, don't be racist. So, und sie, was stelle ich mir vor, wenn ich an Schwarze denke? Bro, ich meine, Fenrir Greyback ist auch wild. Ne? Fenrir, der Wolf, dieser riesige Monsterwolf aus der nordischen Mythologie, der die Welt, den Mond verschluckt, die Sonne verschluckt. So, der mit der Tür die Hand abreißt, die Hand abbeißt und mit, ist es Odin oder ist es Thor? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ringt. Und auf jeden Fall das Kind von Loki und von ich habe ihren Namen gerade nicht, ist egal. Angreboda? I don't know, egal. Nee, das ist auch so eine Tochter. Ist doch egal. Ist Freya. Nein. Egal. So. Offensichtlich ein Wolf, ne? Wird der zweite Werwolf in der Story mit Namen.
Tuor kämpft gegen Jormungandr. Genau. Dann muss es Odin sein. Er hat gegen Odin gekämpft. Genau. Er kämpft gegen Odin. Er kämpft dann gegen Odin. Ja, ist Odin. Tuor kloppt sich mit Jormungandr. Genau. Genau. So. Heißt, der eine Werwolf heißt Lupin, ne, Latein für Wolf, und der andere Werwolf heißt Fenrir. Graurücken. Das ist sehr, sehr, sehr kreativ. Ich meine, Terry Pratchett macht das ja ähnlich, aber er macht das mit so einem leichten Schmunzeln so. Bei Terry Pratchett zum Beispiel, ein Charakter, Remus Lupin. Oh, Bruder. Remus Lupin. Oh mein Gott, das ist doch lächerlich, Mann. Romulus, Remus, das ist doch lächerlich. Aber Terry, also da ist es halt ernst gemeint, es ist ja kein Witz. So, Terry Pratchett nennt zum Beispiel in einem seiner Werke jemanden Feucht van Litwig. Der heißt halt wirklich mit Vornamen Feucht. So. Und der ist halt einfach ein schlüpfriger Dude. So. Und das ist halt auch es ist auch einfach ein Running Gag, dass der Dude Feucht heißt. So. Es ist ein Running Gag. So. Es ist halt mit dem Zwinkern oder keine Ahnung, Frau Verräterus ist ein Verräter. Oder keine Ahnung, es gibt so viele Namen, es gibt so viele geile Namen bei Terry Pratchett. Aber die sind alle mit einem Zwinkern. So. Und bei J.K. Rowling ist es halt, sie meint das halt ernst. I think of a black guy. Martin Luther King, a slave in shackles, right? Kingsley Shacklebolt. Now, what do I call the Asian character? What comes to mind when I think of an Asian person? And now, I don't even Bitte mach nicht den. Oh no. want to say what I would bet J.K. Rowling thought of here, but she thought a two-word phrase and then just changed it a little bit to get to Cho Chang. That's how she came up with that name. She used lazy, racist word association. Probably. I mean, I can't prove it. To Rowling, though, because none of this is consciously aggressive, because it isn't intentionally racist, it doesn't really count. And so it goes in the novels with those who support the slavery of the house elves. Hagrid, for instance, can argue in favour of slavery perfectly politely. On the other hand, it's Hermione who is presented as obnoxious and rude. She is the one with the bad attitude. Oder Neville Longbottom unterliegt, weil von Slytherin gemobbt wurde. Das ist so belastend. Es ist so belastend. Now, in all of the scenes discussing the slavery of the house elves, readers might note the lack of opinions held by our own point of view character, Harry Potter. The Harry Potter novels are written from a limited third-person perspective that is closely tied to a single point of view character, which is usually Harry Potter, although there are a few chapters written from the point of view of other characters. What this means is that the narration and therefore the reader has access to Harry's inner thoughts and feelings. If Harry is embarrassed, we can just be told he was feeling embarrassed. But if Ron is embarrassed, the narration has to say something like Ron looked embarrassed, because the narration doesn't have direct access to the other character's thoughts and feelings like it does for Harry. I mention this here to highlight how, after his initial surprised outburst about Dobby's slavery in the Chamber of Secrets, Harry Potter doesn't really have any opinions about slavery. In the slavery debates in the books, Harry is mostly just a passive, thoughtless observer. Wie geht das? Wenn das im zweiten Teil des Buchs ein wesentlicher Plotanteil war, wie kann er denn in den Folgeteilen einfach keine Meinung mehr dazu haben, so? Hermione obviously opposes slavery very strongly, and Ron finds this laughable and mocks her for it, and claims that slavery is acceptable because the elves like it. But Harry, our point of view character, just sits there silently, not thinking anything for the most part. When he does voice an opinion, it's only to wonder when Hermione is gonna give up on the activism thing. He doesn't appear to have any strong opinions other than Hermione should stop talking about it. Wow. Even when Harry finds out that Professor Slughorn has been using a Hogwarts house elf to test his drinks for deadly poison,
This is after one of his drinks was actually poisoned, by the way. Das habe ich ganz vergessen. Das habe ich ganz vergessen, dass dieses Piece of Shit effektiv Hauselfen verwendet, um es als Foodtester zu verwenden. Bruder, was ist das denn? Bro, was ist das denn? Also Slughorn generell halt, ne, ist generell so. Aber Bro, was? Das habe ich ganz vergessen. Junge. Ich meine, das ist ja das eine, als Hauselfen nicht als, ne, viel Wert zu nehmen. Das andere siehst du als, ja komm, teste mal das, ob das vergiftet ist. Wenn du stirbst, juckt nicht. Bruder, das habe ich ganz vergessen. Und Harry sagt dazu nichts? Harry's only thought is how outraged Hermione would be if she heard about that. When are Harry einfach Psychopath? Einfach kompletter Psychopath. Oh mein Gott, warte nur, bis Hermine rausfindet, wie wütend sie wird, wenn du hier Hauselfen Loki eventuell vergiftest. Blau, warum stört dich das nicht? Dobby ist auch ein Hauself. Du magst Dobby. Du erkennst an, dass Dobby Gefühle hat. Und dass du... Bro. hero, Harry Potter, hears that his teacher is testing what is potentially fatal poison on slaves, he just thinks, wow, it's a good job Hermione isn't here, because she'd probably be really annoying about this. Now, the other major house elf character in the books is Kreacher, who Harry inherits after the death of Sirius Black, so our main character becomes a slave owner. That's nice. Kreacher is depicted as miserable and insulting. Aber vielleicht möchte Dobby in seinem Innersten auch vergiftet werden. Ja, wer weiß das schon, ne? Vielleicht rauben wir Dobby nur die Chance, seine innersten Gelüsten zu befriedigen. So. Wer sind wir schon? Wir Gierigen. He's horrible to everyone, and everyone is horrible to him in return. Harry also inherits Sirius's house, 12 Grimmauld Place, which is decorated with decapitated slave heads. And in the novel where this house first appears, The Order of the Phoenix, at Christmas time, our main characters decorate the house for Christmas, which involves putting little Father Christmas hats and beards on the slave heads. So our heroes decide to decorate their decapitated slave heads with little Christmas hats. Wie einfach alle fein. Ja, es ist unfassbar makaber. Junge, die Welt für die... Das ist so makaber. Das hat man so gar nicht wahrgenommen als Kind, so ohne Witz. Das ist halt so makaber. Das habe ich so gar nicht wahrgenommen. Now, I'm gonna need to hit pause here, next to the Christmas slave heads, and ask, what is happening right now? Why are the Harry Potter books like this? And we're gonna have to go on a few tangents here, but stick with me. So, say you're an author and you want to put slavery as a theme into your children's fantasy series. Now, how do we do that? Well, there's a few ways to go about it. The first is to just... Also der erste Punkt ist, wenn du unbedingt als Autor für Kinder über Sklaverei schreiben möchtest. So, dann ist der erste Punkt, klar zu sagen, dass Sklaverei objektiv schlecht ist. Dann kannst du zwar unterschiedliche Perspektiven von Sklaven oder von Sklavenhaltern mit einbringen, so, aber es muss eindeutig sein in deinem Buch, dass Sklaverei etwas objektiv Schlechtes ist. Du kannst ja auch nicht in einem Buch für Kinder darüber schreiben, dass Mord ja eigentlich was Cooles ist, ne? Oder ne? Das sind so Dinge, die kannst du nicht machen. Objektiv kannst du das nicht machen. Hermine übernimmt diese Rolle ein. Hermine, Bro, wenn du die ganze Zeit schon dabei bist, in dieser Reaction, weil wir sind schon an dem Part vorbei, wir haben schon über Hermine gesprochen, wenn du die ganze Zeit schon dabei bist, so, dann argumentier gerne mit, so. Wenn nicht, guck das Video vielleicht separat an und sonst Backseat und Klappe halten. Make the only slave owners bad people, right? So only the bad characters like the Malfoys own slaves, and all the good characters oppose it. Maybe there's a political effort to free the slaves, but the old racist pureblood families keep using their wealth and power to block it, right? So you've got a very clear good-bad dividing line on the issue of slavery. That's the simplistic,
straightforward way to do it. So hätte The man's more gut machen können. complicated way to do it is have slavery be a systemic issue inherent to the whole wizarding society. And at first glance, it seems that this is what Rowling is going for. Das ist halt deswegen, also ich sag das hier nicht, weil ich Leute jetzt fronten will oder weil ich Leute aus der Debatte ausschließen möchte oder sowas so. Aber das Video ist halt 1 Stunde 40 lang und arbeitet wirklich jeden einzelnen Kritikpunkt, den man an Harry Potter haben kann, akribisch Stück für Stück durch und beleuchtet das auf eine differenzierte, faire Weise. Das Video ist ja auch noch nicht 1000 Jahre alt und auch nicht von, wir müssen jetzt die J.K. Rowling canceln, Video so. Der macht das wirklich sehr ausführlich und sehr gut. Und wir sind an dem Punkt schon gewesen. So heißt, wenn man jetzt rückblickend noch was dazu sagen, neue Argumente oder sowas so, too late an der Stelle. So, und wir können jetzt nicht wieder die Debatten, weil wir haben das vor einer Stunde schon diskutiert so und das haben wir natürlich berücksichtigt in der Debatte, dass Hermine diese Rolle einnimmt so. Das wurde berücksichtigt. Und hier geht es auch nicht darum, irgendwie jetzt hier Probleme mit dem Buch auf Krampf zu finden, sondern wir betrachten das Bild, das Werk als solches kritisch mit dem Wissen, was wir heute haben, mit den Werten, die wir heute als Individuen verinnerlichen. Ne? Also fühlt euch da bitte nicht angegriffen, aber bitte verfallt auch nicht in die krampfhafte Verteidigungshaltung eures Lieblingswerts. Ich mag Harry Potter trotzdem noch. Ne? Dass die Emotionen, die ich hatte, als ich diese Bücher gelesen habe, sind nicht weg, nur weil ich jetzt ziemlich schockiert davon bin, was ich früher als Kind gut fand. Ich wusste es halt nicht besser. So. Aber mit mehr Wissen kommt natürlich auch mehr Perspektive. Und Harry Potter war einer der Bücher, die mich natürlich auch viel tiefer in dieses Fantasy-Rabbit-Hole reingelockt hat. Und dafür werde ich auch immer dankbar bleiben. Trotzdem kann man J.K. Rowling und sollte man, aufgrund dieser Sachen zum Beispiel in diesem Werk, aber auch aufgrund der Videos, die wir noch zu ihr gucken werden, sehr kritisch betrachten. Und vielleicht nochmal, für die Leute, das machen wir, weil es wird ja immer wieder darüber gesprochen, so, die ist transfeindlich und es kann nicht sein und man sollte nicht Plattformen, man soll die Spiele nicht spielen und sowas so mit der Keule gehauen, anstatt sich dann halt hinzusetzen und sich damit etwas aufzuarbeiten oder darauf zu verweisen oder die Leute mitzunehmen, dass man selber eventuell mit dem eigenen Intellekt zu dieser Erkenntnis kommt und das nicht halt gespoonfeedet bekommt von irgendwelchen euren Lieblingsinfluencern oder sowas so. Heißt, meine Community sitzt jetzt hier und wir erarbeiten effektiv, warum man oder wie man an diese Bücher rangehen sollte, was für ein Vibe dort vermittelt wird. Also ob das dann dieses wholesome und pure Erlebnis ist, was wir aus der Kindheit kennen, oder ob man J.K. Rowling in der Zukunft vielleicht doch problematisch sind. Denn ich bin nämlich kein Fan davon, Leuten Dinge aufzuzwingen, wenn ich nicht in der Lage bin, das halt so zu argumentieren. So, deswegen machen wir das hier. Also nicht, weil ich euch verbieten möchte, das zu oder so, sondern wir machen jetzt die Arbeit, die sich andere Influencer nicht gemacht haben oder nicht machen, um aufzuzeigen, warum man eventuell J.K. Rowling und die Bücher und alles, was damit zu tun hat, eventuell einfach mal kritisch betrachten sollte. Wir machen gerade die kritische Betrachtung. Na, also für die dazugekommen sind, später dazugekommen sind, so, jetzt seid ihr einmal abgeholt. Oder die, weil sie geschlafen haben und das Video auf YouTube gehört haben, plötzlich jetzt zu dem Punkt gekommen sind, warum wir darüber reden jetzt gerade, weil das Autoplay das angemacht hat, so, das ist der Grund. So, an der Stelle. Das ist ein sehr gutes Video und ich freue mich, dass du da guckst. An der Stelle Grüße, vielen, vielen Dank und danke für die Hands up an der Stelle. Es ist auf jeden Fall eine Reise. Das wird auch nicht das letzte Video sein, das wir zu dem Thema gucken. Ich bin sehr gespannt. Mir macht das höllisch viel Spaß. Ich finde es auf so vielen Ebenen unterhaltsam, aber auch sehr wild, was damals alles an meinem Kopf vorbeigegangen ist. Aber ich dachte früher auch, dass Eragon das allerbeste Werk ist. Mit so einem Fantasy ging so. Dachte ich früher auch und das ist es nicht. Who are otherwise presented as good people, defend slavery. Hagrid argues it's in their nature, Ron says they like being slaves, Molly wishes she had a slave to do the laundry even though she can do housework by magic, and so on. And this systemic problem is even explicitly tied to the rise of the main antagonist of the series. Now, you might expect the main character of this story to be an outsider, freshly introduced into the wizarding world, who can see through the inequalities that they take for granted, who can introduce a new perspective. But Harry is not given that role. It's given instead... Und das ist super schade. Das ist super schade, dass Harry da nicht diese Rolle einnimmt und an diesem Problem was ändert. Das hätte das Werk deutlich bedeutsamer und vor allen Dingen zeitlos gemacht. Das ist super schade. Weil das wäre ein super Spaß, also auch für eine erwachsene Person,
So, nicht nur für Kinder, das könnte auch ein Kind dann lesen, so. Aber das wäre ein super spannendes Werk gewesen, weil es halt auch auf einer gesellschaftskritischen Ebene super wertvoll wäre. Das ist super schade. To Hermione, and only to mock how silly it is. Now, the real issue comes at the end of this story, because if you want to have a happy ending where your characters triumph, where evil is conquered, where all is well, then the systemic problem of slavery requires a systemic resolution, i.e. the slaves have to be freed, or all is not well, is it? But what we need to understand here is that J.K. Rowling can't free the slaves in her story. This is the reason she has to backpedal slavery into not being that bad, because after she introduces it, she can't fundamentally change it, and she can't do that because of her real-world political beliefs. And to understand those, we need to talk about neoliberalism. Now, whenever the Ja. Sie ist halt eine Neoliberale, das stimmt schon. Ah, here we go. Ja, sie ist eine Neoliberale, weil ich habe mich gerade gefragt, warum kann sie das nicht? Ja, weil sie fundamental an diesen Leistungs- und diesen gesellschaftlichen Divide durch Leistung halt glaubt. Jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's richtig los, ja. Jetzt wird's richtig unangenehm. Politics of Harry Potter are brought up online, someone will post this screen cap from an image board where the author Hey guys, wanna buy some magic? Oh, das liebes Image. Der Markt regelt das, ja. Der Markt regelt das. Wenn die Hauselfen frei sein wollen würden, ne, dann hätte der Markt das geregelt und dann wären sie frei. The post lays what they see as the failings of the Harry Potter story at the feet of J.K. Rowling being, quote, a liberal, centrist Blairite who doesn't really believe in anything. Yeah. But is this accurate, and what does it mean exactly? So, very quick. In 1979, Margaret Thatcher came to power in the UK. Yes, sorry, we're doing this. Her government was in power throughout the 80s and enforced and oversaw a national political realignment. Miss Neoliberalismus, ja moin! Previously, in the period after World War II, the UK instituted various welfare reforms paid for by high taxes, a national healthcare service was established, there was wide support for trade unions, and various industries and services were nationalised, that is, brought into public ownership. Now, Thatcher's government can be characterised as a total shift of... Lass mal mehr privatisieren. Thatcher war so, ey Bruder, hier ist alles so sozialistisch, lass mal mehr privatisieren. Schätze, erinnert mich ein bisschen an Umbridge. Ja, das ist komisch. Das ist komisch, weil Umbridge ist objektiv ja böse und schlecht, nehmen wir ja alle so wahr. Also niemand denkt sich, oh, Umbridge eigentlich ganz cool. Witzig aber, dass eine J.K. Rowling so ein Stück weit politisch mit ihr auf Linie ist. Mit der Person, die man instinktiv mit Umbridge verbindet. Sass. Away from all of this. Unions were broken up, national industries and services were privatised and sold off, there were tax cuts for the rich, and there was a whole bunch of financial deregulation. Klassiker. This was a philosophy of smaller government, of diminishing collective action, and a greater emphasis on individual responsibility. Thatcher even once stated, quote, there is no such thing as society. There are individual men and women, and there are families, which, of course, doesn't make any sense. Now, after Thatcher came to power, there were 18 years of Conservative rule in the UK, and this led to Tony Blair rebranding the Labour Party to New Labour and shifting the party to the right to appeal to Conservative voters. So Blair abandoned Labour's previous support for renationalisation and embraced the free market. He moved away from seeking an equality of outcome and towards a supposedly meritocratic equality of opportunity. Everyone should have the opportunity to succeed. Jeder soll die Möglichkeit haben zu Erfolg. Die Möglichkeit. Jeder kann es schaffen, Freunde. Jeder könnte es schaffen. Ja. So nervig, dass Liberale immer rechts werden und die Konservativen umschwärmen. Ja, es ist normal. Das ist naturgegeben. Weil Liberale biedern sich immer eher dem rechten Rand an, als sich den sozialen. So offensichtlich. So. Der Markt ist die übergeordnete Kraft. Und was hasst der Markt mehr, als wenn sozialisiert wird? So, das geht ja die Vergesellschaften. Bruder, was ist da denn los? Wie soll der Markt denn regeln, wenn hier Gewerkschaften und dieser ganze
Wer wird der Kapital? Und dann nachher kommt noch jemand auf die Idee zu enteignen. Bald, also. Talos. Privat läuft sowieso alles besser. Basically said to the Conservatives, we are not going to fight you on how the economy should fundamentally be organised. You win. We give up. We now have the same aims in that regard. We're no longer going to be seeking any serious structural change. We're going to keep things organised as they are. We're just going to argue that we can run things more competently than you can. Thatcher is said to have later claimed that the rebranding of Labour to New Labour was her greatest political accomplishment. Now, I don't know if she actually said that, but if she did, she was right. Now, if you're from the US and want to understand all this, you can swap Thatcher out for Reagan and Blair for Bill Clinton and you'll have a rough outline. So, anyway, this support... Vom Ding her, ganz ehrlich, das ist effektiv dasselbe, nur in blau gewesen. Mit Reagan ging es auch wieder bergab. Ich hasse Ronald Reagan so doll. For free market capitalism and associated policies of deregulation, privatization, the reduction of government welfare spending, and a greater focus on individualism is known as neoliberalism. Neo meaning new, because it was a resurgence of economic liberalism. So what does all this have to do with J.K. Rowling? Well, J.K. Rowling is an enormous fan of Tony Blair and New Labour. She is actually personal friends with Blair's successor, Gordon Brown, who before becoming... Das wusste ich nicht. Dass die so eng verbunden mit der englischen konservativ-liberalen Politik ist. Oder bei diesen ja eher konservativ in dem Sinne, waren die ja eher konservativ schon so. Das wusste ich nicht. Das ist wild. Prime Minister himself served as Blair's Chancellor of the Exchequer for a decade. For non-UK folks, the Chancellor is basically our Chief Finance Minister. Rowling was present for the birth of Gordon Brown's son, and she donated very large amounts of money to his government and has subsequently sung its praises on her social media accounts. She has also been harshly critical of those within Labour who would seek to move the party back to the left. J.K. Rowling's political philosophy is that of New Labour's neoliberalism, with its focus on individual instead of collective action, its promise of no serious systemic change, its push for equality of opportunity. Also, ihr wollt mir also erzählen, eine reiche Person, die exorbitant reich wurde durch den Status quo, ist dafür, dass man mehr Individualität pushen soll, dass man bloß keine systemischen Veränderungen voranbringen sollte, dass man bloß nicht reiche Leute besteuern sollte. Mensch, was ganz Neues. Was Neues. Das darf alles so bleiben, wie es ist, weil es funktioniert so gut, wie es ist. Ne? Sind ja wohlhabend geworden. Aber wollen ja nur den Wohlstand wegnehmen. Diese ganzen Linken, die wollen ja nur den Wohlstand wegnehmen. So schrie die Person, die reich ist. Quality of outcome, and most importantly, for a billionaire, its pledge not to raise taxes. Yeah. Now, with this worldview in mind, back to Harry Potter. So, in the Harry Potter series, while individual actions can be good or bad, systemic actions that threaten the status quo are always wrong. Systemic change is always wrong. Ja, This is why it can jetzt ergibt das plötzlich alles so viel Sinn, warum Harry keine systemische Lösung wollte, warum er Polizist wird und den Status quo verteidigt mit seinem Amt, warum Hermine ins Ministerium geht und vielleicht da und dort so ein paar Stellschrauben ändern möchte, aber halt keine systemische Veränderung voranbringen möchte. So. Jetzt ergibt sehr viel Sinn. So, das ergibt jetzt plötzlich ganz viel Sinn, ja. Seen as good for Harry to free one slave, but bad for Hermione to want to free all the slaves, because one is an individual change and one is a systemic change. From the time Harry enters Hogwarts to the epilogue 2 decades after he leaves, there are no examples in... Lustig, dass J.K. Rowling selber mal von Sozialhilfe gelebt hat. Ja, aber das ist dieser Survivorship-Bias. Ja, weil ich's mal geschafft habe, haben alle die Möglichkeit, es zu schaffen. So, sie hatte halt unfassbar viel Glück mit ihrem Buch. Sie hat ihr Buch zur richtigen Zeit geschrieben und ist deswegen unfassbar erfolgreich geworden. Sie lebt halt diesen vom Tellerwäscher zum Millionär-Traum und glaubt halt, weil sie es geschafft hat, können es andere schaffen. Und man kann den Leuten ja diesen Traum nicht nehmen. So, das ist halt das Ding. So, hätte sie ihr Buch 10 Jahre später herausgebracht, weil, keine Ahnung, ihre Mutter später oder früher gestorben wäre, so, Bro, dann wäre sie nicht reich jetzt. Probleme sind dauerliche Chancen. So nämlich. So. Es ist.
Und dass die Leute dass erfolgreiche Menschen das nicht checken. So, ich meine, bei mir geht's ja ähnlich los, ne? Ich habe jetzt mein halbes Leben studiert gefühlt so. Ich habe immer wirklich wenig Geld verdient. Wirklich so wenig Geld verdient, so. Und jetzt plötzlich mit Streaming und mit YouTube und alles mögliche, Content Creation, Karriere und sowas, verdiene ich plötzlich mal jetzt gut. Also ich verdiene jetzt gut, ne? Als Einzelindividuum. Ich lebe alleine, ich bin Single, so. Für den Durchschnitt verdiene ich gut und lebe gut. Aber ich weiß halt, woher ich komme. So, und das muss ich mir halt jeden Tag und jetzt die nächsten paar Jahre auch hoffentlich weiter vor Augen halten, um halt eben nicht diese Bodenhaftung zu verlieren, die eine Joanne K. Rowling wahrscheinlich relativ schnell verloren hat. Die ganz viele andere Streamer verloren haben. Die ganz viele Influencer ganz schnell verlieren. Dieses Gefühl zu Geld. So, dass man eben nicht mal eben hier neue Lamborghini und was weiß ich was alles, so, neue Rolex und sowas, so. Dieses Gefühl für Geld. So, weil wenn du das verlierst, dann verlierst du auch dann den Bezug zu deinen Wurzeln und dann wirst du wie J.K. Rowling. Ja, moin. Any of the Harry Potter novels of a positive systemic change. Above an individual level, nothing changes for the better. Flawed systems are portrayed, but the answer to those flaws is always to replace the individual assumed to be responsible for them. The system itself is above being questioned. Now, this attitude can be seen in Harry's interactions with the Ministers of Magic, first Cornelius Fudge and later Rufus Scrimgeour. Scrimgeour? I have no idea if I'm saying that right. Fudge is portrayed as an incompetent coward, someone too terrified of Voldemort to take any action, whereas Scrimgeour is the opposite. So keen. Du kannst doch nicht, also wenn du diese Art der Handhabe an den Tag legst, so, kannst du doch nicht über Dinge wie Sklaverei schreiben. So, ja, es ist okay, einen Sklaven zu befreien, aber sie alle, das ist ja Wahnsinn. Wir können ja keine systemischen Lösungen bringen. Das kannst du doch nicht bringen, Alter. Das ist der Widerspruch. Weil entweder ist Sklaverei böse und schlecht und du musst es bekämpfen und beenden, oder es ist es nicht. Das Individuum muss das entscheiden. Nein. Hier geht es um Menschenrechte, um Rechte im Allgemeinen. So, was zur Hölle? Das ist halt so inkonsistent. Und das zieht sich ja leider durch. Hat er ja aber auch von Anfang an gut dokumentiert, wie sich diese moralische Inkonsistenz in den Büchern widerspiegelt. So. Es gibt kein Gut und Böse. Und das sagt ja auch ein Voldemort. Es sagt ja selber auch ein Voldemort. Es gibt kein Gut und Böse, sondern nur Macht und jene, die zu schwach sind, danach zu streben. Das Buch selber gibt dir keine moralischen Werte mit. Es gibt kein Gut oder Böse. Es gibt nur gute Leute, das richtige Team, die gute Sachen machen. Und da ist egal, was sie machen. Abhängig davon ist, wer die Sachen abbekommt und wer der ist, der das macht. Das ist Lost. Das ist mir als Kind nie aufgefallen. Mir auch nicht. Aber das ist das Ding. Es gibt dir halt auch keine Werte mit. Das ist das, was das Problem für mich ist. So. Nicht, weil dass man diese moralische Neutralität, die nicht, sondern es gibt dir keine moralischen Werte mit. Es gibt dir keine Möglichkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden mit. Zwischen schlechten und guten Taten zu unterscheiden gibt es nicht. Es gibt hier nur gutes Team, böses Team. So, das gute Team macht gute Sachen und die sind gut, weil es macht das gute Team und das böse Team macht böse Sachen, weil es macht böse Sachen. Wie erkennen wir die Bösen? Die sehen hässlich aus. So. Und kommen aus der bösen Familie oder es gibt hier halt nichts mit. Und das sollten Kinderbücher schon. Ansonsten ist es verschwendete Zeit. Und tragen es in grün. Ja, die tragen meist grün so. Es ist halt... to be seen to be taking action that he abuses his authority to arrest and imprison the wrong people. The authority of the ministry is carried out by their auras, who are basically the wizard police force. And it's interesting to note what Harry sees this authority used to do. Aside from the more general racial discrimination enforced by the ministry, Harry sees them falsely imprison his godfather in their torture prison, Azkaban, then later hunt him. They falsely imprison his friend Hagrid, they attack Dumbledore in his office in an attempt to arrest him, and Harry later sees the whole apparatus of the Ministry fall under Voldemort's control and be used to carry out his bidding. But throughout all this, Harry never, at any point, questions the Ministry's right to rule. He never questions whether or not they should have the authority to do what they're doing. He only ever questions their competency. Even after everything he witnesses the Ministry do, Harry's main ambition in life remains to become an aura.
he wants to be a cop working for this government. Das kann This nicht is the sein. result of an automatic, unthinking respect given to the status quo. The political and social systems that currently exist. Das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Also ein funkenkritisches, systemkritisches Denken muss doch dabei sein. Das geht nicht. Also, Bro, das geht wirklich nicht. Are treated as fundamental forces that are inherent to the world, like gravity. They can persecute you and your friends. They can even try to kill you, but they must never be questioned. For a very clear example of this in Rowling's writing, let's briefly talk about the first Fantastic Beasts movie. Stimmt. So these movies are a complete Stimmt. tonal mess. They're trying to appeal to the little kids with the Fantastic Beasts angle. You know, all the magical animals escaped. Can Newt the zookeeper track them down and get them back into his magical suitcase? You know, that's a nice low-stakes kids story, right? Yes, yeah. But they're also trying to appeal to the older Harry Potter fans, so the movies are also awkwardly about the conflict between Dumbledore and Grindelwald. So as Habe ich well. auch nicht verstanden, warum man das nicht versucht, separat zu machen, sondern, ne? Aber nein. Und auch das, also auch rein erzählerisch ist das halt auch wieder dämlich, ne? Also rein, das ist halt diese Sachen werden gemacht, um Geld zu produzieren. Die werden geschrieben, um Geld zu produzieren. Nicht, weil die Kunst dahinter sein Selbstzweck ist. So. Ne? Sondern einfach nur, weil es eine Creative IP ist, die gemolken werden muss. Weil wenn du Interesse an diesem Werk hast, als Autor oder als Autorenteam und Respekt vor diesem Werk hättest, dann würdest du ja ein Werk schreiben, in sich geschlossen, für eine gewisse Zielgruppe und ein anderes Werk für eine gewisse andere Zielgruppe. Oder du würdest eine Serie machen, die sich dann entwickeln kann und wo du dann irgendwann sagen kannst, ja, also du beobachten kannst, dass denn der Ton der Serie sich Stück für Stück halt verdüstert, ernster wird. Höhere, ne, also für Ältere. Hätte man auch machen können. Wurde nicht gemacht. Das ist halt... As well as Newt Scamander trying to catch his mischievous escaped Niffler, we also get to see a fascist execute an actual baby. It's just all over the place with the tone. Anyway, midway through the first movie, which, keep in mind, is supposed to be about a magical zookeeper, we're treated to a horrific execution scene as Newt and his friend, the ex-Aura Tina, are sentenced to death by the American Ministry of Magic, so there's suddenly much higher stakes than you'd expect. So they're taken to a place called a death cell. They've got a death cell to be summarily executed by being submerged into a death potion, which also exists, and Newt and Tina have to stage an escape. Now, notable here is that Tina works. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also ich habe diese Art der dramatischen Tonswitch habe ich nicht geahnt. Ich fand das, ich habe es im Kino gesehen, den Film tatsächlich, und ich fand es jarring. Ich war so, es hat mich ein Stück weit rausgerissen aus dem Film in dem Sinne. Das habe ich nicht ich habe es nicht gefühlt. Das ist halt so, also, eine Execution? With these people. She's on first name terms with the executioner even, and they just take her off to be killed. Anyway, at the end of the film, after... Das ist, Bruder, das ist halt so, also, du bist aus der Linie rausgefallen, jetzt müssen wir dich exekutieren. Ja, Mensch, Tina, kommst du mal rein, hier, komm, setz dich mal auf den Stuhl, ja, Bert, machen wir dann, ja, war nett mit dir. Ja, Tina, war schon immer eine gute, so, aber komm, ja, ist ein Job, ich folge nur Befehle, tschüss dann, und tschüss. Ja, no hard feelings an der Stelle, Bert, alles gut. So, Bruder, also, das ist halt Harry Potter, ne? Nichts Persönliches, ne? I'm just doing my job. So, ja, ist gut, weiß ich doch. No hard feelings, Bert. No hard feelings, gut. Dann kann ich heute Nacht noch gut schlafen, danke, Tina. Bist eine Gute. Mach's gut. So, ey, das ist halt Harry Potter eigentlich, ne? Also ich finde das, weiß ich nicht. Es hat mich halt auch echt, also Real Talk, es hat mich halt verstört, so. Ich fand's dann auch so, und ich war da halt schon deutlich älter, als ich, ne, also wann kamen die raus? 2016, 18 oder irgendwie so in dem Rummel so. Also ich war halt schon über 20 so. War so, okay. I guess. Newt and Tina are back on good terms with the American ministry. Tina thanks Newt for putting in a good word for her and getting her job back. And you might be wondering,
She still wants to work at the ministry? They just... Sie wurde fast exekutiert, 2017 waren die, oder ist der Reupload da, sie wurde fast exekutiert und dann denkt sie sich, oh, also zurück zu meinem Arbeitgeber, der wollte mich zwar über die Wupper checken, aber ich meine, ist ja auch netter und die Pension ist ja auch gut. Bruder, weiß ich nicht. Und das System mal zu hinterfragen, dass da eventuell eine Person fast zu Unrecht exekutiert wurde, könnte man ja meinen, dass das eventuell ein irrelevanter Talking Point wäre. So, nö. Ne, genau. Jeder hat eine zweite Chance passiert. Auch Systeme. Auch Institutionen. Ne? Muss man ja jetzt nicht so. Und vielleicht bekommt sie auch bezahlten Urlaub. Just right now tried to actually execute her, and she has nothing to say about that. You know, should the wizards have a death cell? Should they be able to execute people without a trial? Doesn't really matter, I guess. Water under the bridge now, eh? The Harry Potter stories are sometimes Ich muss korrigieren, FSK 6. Okay, das ist wild. Das ist wild. Weiß ich nicht, ob ich möchte, dass mein 6-jähriges Kind konfrontiert wird mit einer von Institutionen organisierten und durchgeführten Hinrichtung. Und das wird so dargestellt, als wäre das was in Ordnung, etwas, was okay ist, was man so leichtfertig so, Bro, also Hinrichtung, das ist jetzt schon ein touchy Thema, würde ich behaupten, so. So, Death Penalty ist halt, haben wir in Deutschland nicht so, ne? Ich glaube in Hessen, ne? Haben sie, glaube ich, mittlerweile rausgestrichen aus der Verfassung, so, ne? So ganz ohne Prozess. So ganz ohne Prozess, so. So, Bruder, zurück im Dritten Reich. So ganz ohne Prozess. Aber keine Schimpfworte. Ja, Hauptsache, es gibt keine, Hauptsache, es wird nicht geflucht. Das ist wichtig. Und keine Brust. Ne, keine Nippel. Aber die Death Chamber ist da. Das kannst du dir nicht ausdenken. Da bin ich tatsächlich ein bisschen schockiert, ey. Wollte Joanne einen Seitenhieb gegen die USA machen? Kann ich mir tatsächlich vorstellen. Real Talk. Das kann ich mir vorstellen, dass das so ein Jab gegen die Amis ist. So, hier, guck mal, die sind voll barbarisch mäßig so. As anti-authority, even by Rowling herself, who has stated that she wants readers to take away the message that they should question authority. She even has Harry laugh at Vernon for wondering why the Ministry of Magic can't protect them from Voldemort. It was so very typical of his uncle to put his hopes in the establishment. You see, Harry's laughing at Vernon here for not questioning the competency of authority. But what Harry and Rowling do not realise is that Harry is not much different from his uncle here. Because while Harry will question the competency of authority, he never questions its legitimacy. Und das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Das habe ich mich Real Talk beim Lesen der Bücher immer gefragt. Warum ist das Ministerium legitim in ihrer Handhabe? Warum? So, warum? Die bekommen nichts gerissen. Andauernd müssen irgendwie Kinder die Welt retten, gefühlt so. Hogwarts ist eine Schule, Hogwarts als Schule für Kinder oder Jugendliche ist ein großer Super-GAU. Und das Ministerium muss regelmäßig einschreiten und es ist ja nicht das erste Mal, dass da Kinder sterben oder verloren gehen. So. Und die bekommen das als Ministerium für diese verdammte Gesellschaft nicht geschissen, diese Schule kindersicher zu machen. Ein Wald, der so gefährlich ist, dass der verbotene Wald ist und das Hagrid da regelmäßig und dass du bestraft wirst, dass du da in die Nähe gehst, weil es gefährlich ist und du könntest sterben und sowas so. Und trotzdem kriegen die das nicht geschissen. Einfach den Bums schließen, ja! Bro, die Dementoren, die ausgebrochen sind aus Azkaban, hoppla! So, ja, unsichtbare seelenraubende, wandelnde Monster, die dir die Depression an den Hals drücken, während sie die Seele raussaugen. So, oh, die sind uns entlaufen, wupsi Daisy! Bro, wofür gibt es euch? Wofür gibt es euch? Dann Voldemort, kann nicht aufgehalten werden, er ist zu mächtig. Wofür gibt es euch? Zauberpolizei. Ja, dieser eine Dude, der ist halt zu krass. Wir könnten ihn nicht besiegen. Jetzt können wir ihn wieder nicht besiegen. Wofür gibt es euch? Ich hab's als Kind nicht verstanden. Jetzt verstehe ich's noch weniger. Das ist so dumm. Das Ministerium für Magie ist so unfassbar lächerlich.
Und so werden die ja auch dargestellt. Aber also als Kind kommst du doch zwangsläufig zu der Konklusion, warum existiert das überhaupt? Welchen Nutzen hat das? Die sind eigentlich immer nur Buhmänner oder useless? Warum gibt's die überhaupt? Wann Revolution? Und J.K. Rowling, nein, keine Systemänderung, nein. Man kann die Regierung schon inkompetent wahrnehmen, aber Systemänderungen sind böse. Das machen nur diese Linksradikalen. Ne, das machen wir nicht. Wow. He and the series as a whole are not anti-authority, they are anti the wrong people having authority. One fun scene here is in The Half-Blood Prince, when a frustrated Harry wishes he had the power of the Minister of Magic to have his secret police follow Malfoy around. And then Harry einfach mal eben so einen leichten Fiebertraum, so einen leichten feuchten Traum, so, ich wäre gerne eigentlich so ein kleiner Diktator. Ich wäre gerne ein bisschen Fascho. Würde meine geheime Polizei gerne auf meine Feinde hetzen können. Na, wie man das so als Minderjähriger träumt. remembers that he does actually have that power. He has the power of slavery, and then he orders Creature to follow Malfoy. Now, written by anyone else, this might be a funny commentary on how police serve those in power, but no, this is just our main character who wishes he was a cop ordering his slave around. No, Harry Potter is not anti-authority. Es hätte tatsächlich ein witziges Commentary sein können, ne? Es hätte es tatsächlich sein können, aber in dem Fall ist es sich selbst so überhaupt nicht aware und einfach nur unangenehm. Even when Harry breaks the rules, like when he sets up a secret organization for learning defense against the dark arts, it's in service to the ultimate authority in the wizarding world, the status quo. Harry sets up this club while Hogwarts is under the rule of Dolores Umbridge, who insists practical defense against the dark arts is unnecessary. Umbridge is presented as a strict authoritarian who ruthlessly punishes rule breakers, but of course the stealth real problem with Umbridge is that she represents change. Her real evil is that she is changing Hogwarts from how it was when Harry first encountered it, and so Harry and his pals have to break the rules in order to do what they were supposed to be doing anyway, studying practical defense against the dark arts. Harry and his friends oppose the authority of Umbridge not because they are anti-authority, but because they are anti-Umbridge. And of course the solution to Umbridge's abuse of authority is simply to replace her with a good authoritarian, swapping a bad individual for a good individual. Ja. Und genau das ist ja auch die Kritik, die Harry gegenüber dem Ministerium hat, oder die in den Büchern argumentiert wird gegenüber dem Ministerium. Ja gut, der Fatsch, der war ja aber auch useless, der war feige so. Ja, aber das ganze Ministerium ist useless. Das ist ein riesen bürokratischer Apparat. Das so darzustellen, als wenn du dann einen Minister austauscht, dass der gesamte bürokratische Apparat in seiner Gesamtheit nicht angezweifelt werden sollte, ob der halt seinen Zweck erfüllt, ist halt lost. Also, das ist halt lost. Das ist wie dieselbe Debatte, die wir halt in Deutschland haben. So, ja, aber die ganzen, unsere Minister, die sind alle korrupt, die müssen alle weg, die wissen alle gar nichts. Das sind effektiv nur Talking Heads von einer riesigen Ministerium so. Die sind nicht das Ministerium. Das sind nur die Figuren, die du als Bürger siehst so. Die sind nicht die bürokratische Arbeit im Ministerium ausüben. Dafür gibt es Gesetze, Regularien und hunderte bis tausende Leute, die das machen so. Und die Integrität und die Legitimation des Ministeriums in Frage zu stellen und zu hinterfragen, ob das halt so läuft, wie es gedacht ist, so, zum Wohle der Betroffenen, der Wählenden so, zum Wohle der Wählenden, im Auftrag der Wählenden, als ausführendes Organ, die Politik sozusagen, dass die Politik beschließt, umsetzt, so, das wird ja gar nicht in Frage gestellt. Sondern hier wird nur die einzelne Karikaturen, einzelne Individuen werden nur so kritisiert, die ja nur effektiv kleine Zahnräder in der riesen Apparatur sind. So, das ist halt so unfassbar dämlich. Leaving the system unchanged. This is the problem injected into the Harry Potter series by Rowling's political philosophy. While she can portray societal problems, she cannot even conceive of societal solutions to those problems. The problems might be systemic, but the solutions must always be individual.
Allow me to go on another tangent within this tangent and talk about the Casual Vacancy. So the Casual Vacancy is the first novel written by Rowling after the publication of the Harry Potter novels, and is very useful for us here for a couple of reasons. Firstly, it's an explicitly political novel set in the... Mit diesem Buch, also nicht mit diesem Buch, mit ihrem Alias, Robert Galbraith, oder wie man ihn ausspricht so, da schreibt sie ja ernst, also sie tweetet ja generell gerne transfeindlichen Mist, so, aber mit ihrem Alias, mit dem zweiten Alias, mit dem sie halt auch Bücher schreibt, so, da begnügt sie sich ja nicht damit, transfeindlichen Mist zu tweeten, sondern sie schreibt das doch einfach dann. Ableistischen, low-key männerfeindlichen, transfeindlichen Mist. So. Heißt, darüber zu sprechen, ob eine J.K. Rowling problematisch ist, das ist sie. Das ist sie. Wir können darüber diskutieren, das machen wir ja auch, inwiefern und wo die kritischen Punkte in Harry Potter sind, so. Aber sie als Autorin ist unfassbar problematisch und das auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Und nicht nur in Bezug zu Transperson. Real world. It is centered around local council politics. Secondly, it is explicitly a novel for adults. It contains depictions of domestic violence, sexual assault, child abuse and neglect, suicide, self-harm, and so on. So if your response to any of my criticisms of Rowling's writing in Harry Potter is that Harry Potter is for children, well, that doesn't apply to the Casual Vacancy, which is very much not meant for kids. The Casual Vacancy is set in Pagford, a fictional, stereotypical, picturesque English village. And the political plot of the novel is concerned with the border between Pagford and a nearby larger city. There is currently a council estate full of poor people on Pagford's side of the border, and there's a plot in the local council to change the border so that the estate will fall on the other side. This would mean that the council estate will fall outside the catchment area of Pagford's school, so the poor children will no longer be able to attend. And the council also seek to close down a drug rehabilitation clinic in use by the inhabitants of the council estate. Those seeking this change are presented unsympathetically. They are conservative, they're small-minded, they're cruel, and their response to social problems is to sweep them under the rug to make them someone else's responsibility. Now, on the other side of the debate, we have the members of the Pagford Council who argue against the border change, who want things to remain as they are. Now, principal among these is Barry Fairbrother, who himself was born on the council estate before attending Pagford's fancy school, studying hard, and becoming a bank manager. So he is a living example of the opportunity he's trying to preserve for the other inhabitants of the estate. So Rowling portrays several serious social problems caused by poverty and inequality, but in response to these problems, the best her characters can imagine to do is to perpetuate the status quo. The political conflict in the novel is between a side who want to actively change society for the worse, and a side who want to keep things as they are. There is no one who argues that the system should be changed for the better. Even if the more sympathetic characters win, all they will achieve is a continuation of the current state of affairs. Wie kann man denn so weil man halt diese politische Ideologie gefressen hat, so, aber das ist halt so unkreativ. Das ist halt eine komplette Kapitulation gegenüber Veränderung. With its rampant poverty and inequality. But in Rowling's world, there can be no systemic solution to poverty, because poverty is unchangeable. It's simply a fact of life. There can only be the individual opportunity. Also sie kann halt gute Aspekte, also sie hat Aspekte von einer guten Autorin so, aber ihr fehlen halt maßgeblich Elemente, die sie halt zu einer ganzheitlich guten Autorin machen. Und unter anderem wäre das halt ganzheitliche Lösungen für Probleme, die du ansprichst, zumindest vorschlagen zu können, wäre ein wesentlicher Aspekt. Du kannst nicht über gesellschaftliche Probleme... Es fehlt Vision. Das ist es. Danke. Das ist es. Es fehlt die Vision. Du kannst halt nicht über gesellschaftliche Probleme sprechen, wenn du keinerlei Lösungsansätze oder überhaupt die Idee einer Lösung präsentieren kannst. Und das Einzige, was du präsentieren ist, es bleibt alles so, wie es ist. Außer diese eine Person, die war böse. Das ist so... Das ist halt einfach nur lazy und schwach. Wenn man bedenkt, dass sie ja quasi Gott in ihrer Welt ist schon sad, dass sie keine bessere Welt für die klagt. Ja! Sie ist allmächtig da. Und mit all ihrer Kreativität könnte sie ja alles erreichen. Aber ihr fällt nichts ein.
Das ist einfach verdammt sad. Das ist einfach verdammt sad. Escape it. Nobody is arguing that the poor residents of the council estate deserve a better life. They only deserve the opportunity to prove themselves worthy of a better life. We muggles have no sorting hat to simply tell us who is good and bad. Instead, we have meritocracy to sort the deserving from the undeserving. Will you become a depressed drug addict, or will you go to school and work hard? And if you work hard enough, even the poorest among us can become a bank manager. How inspiring. Richtig toll. You too can ascend the financial system that's causing the poverty you escaped from. Now, I'm not saying stories with social... Und das ist effektiv Harry Potter in a nutshell. Es ist halt, also das ist halt wirklich sad. Dass du dann auch den Bankmanager als problems necessarily have to fully resolve those social problems by the end, because they don't. But if you're trying to tell a societal story, then your society should be a living thing. It should be at least potentially flexible, contain at least the possibility for change, both good and bad. But Rowling's worlds are set in stone. They're dead. The good in Rowling's stories seeks only to cancel out evil, to undo evil's changes. The solution to systemic problems is never to seek systemic change, but to be individually nicer, to have nicer bank managers, to have nicer slave owners. Which brings us back to the slave heads in the little Christmas hats. The solution to the systemic problem of slavery in the Harry Potter novels is for individuals to be nicer to their slaves. I'm not kidding. That is the cap to the slavery theme. Kreacher betrays Sirius because Sirius was mean to him, but Harry and friends learn to be nice to Kreacher, after which he serves them loyally. This is the payoff here. Be nice. Das ist der Payoff. Das ist auf so vielen Leveln daneben. Ja, aber Sklaverei ist nicht problematisch, wenn du nett zu deinen Sklaven bist. Ne? Also, wir haben hier immer noch Harry, der Sklaventreiber ist, Sklavenbesitzer ist. Er ist zwar einer der guten Sklavenbesitzer. To your slaves. This is laid out explicitly in an article about slavery on the Pottermore website. So this article is titled To Spew or Not to Spew, Hermione Granger and the Pitfalls of Activism. If Hogwarts had a debating club, what might it say on the subject of elf rights? We explored both sides of the argument spurred by Hermione and Spew. So that's right, we're going to debate the pros and cons of slavery. Firstly, the article covers Hermione's argument against slavery, but crucially, it gets it wrong. After witnessing the mistreatment of Winky at the Quidditch World Cup, Hermione discovered there were house elves at Hogwarts cooking and cleaning for zero pay, and yet nobody seemed to care. Horrified to the point where she couldn't stomach the Hogwarts feast, she described the situation in 2 words: slave labour. While it sounds heavy-handed, no it doesn't, that's just what it is. Hermione does have a point. No matter how you slice it, house elves are unpaid labourers, magically bound to serve, left at the mercy of their respective owners. The system is ripe for abuse. Now, this is where the article really goes wrong, because the system is not ripe for abuse. It is abuse. Sagen, the problem is not that wenn du die magisch an dich bindest, wenn du die nicht bezahlst und die Tatsache, dass es Sklavenarbeit ist, damit rechtfertigst, ja, das liegt einfach in deren Natur so, dann ist das der Abuse. Das ist der Abuse. Vor allen Dingen, wenn es Beweise wie Dobby gibt, dass Hauselfen ein Bedürfnis haben nach Freiheit. Aber sie lieben das doch, ja, es ist so schwierig. Owners might be mean to their slaves, it's that they own slaves at all. This is one thing Rowling in her books don't get about slavery. Slavery is wrong. Objektiv. Slavery is wrong, regardless of what the slaves think, because it's wrong to benefit from slavery at all. The article, core racism, die sind einfach so. Then goes on to list the arguments in favour of slavery, and it says, Miss Granger is at best overzealous, and her goals are at worst unattainable. Hermione may have meant well, but at the same time did end up dragging a peaceful group into a political battlefield just because she felt that's what they should want.
Was she helping or interfering in a culture she didn't understand? Oh. Warum klingt das so wie Teilschuld Thomas, der uns erklären möchte, dass Menschen mit Behinderung sich ja eventuell gar nicht von diesen Witzen angegriffen gefühlt haben und dass ja wir hier ja nur die Stimmen von Betroffenen paternalisieren. Warum klingt das für mich so? Boy, haughty old Hermione bringing politics into everything, even our peaceful system of slavery. On the subject of Winky, the freed slave who becomes a depressed alcoholic, the article says, "Is it right exposing elves to such a fate? From here it seems downright irresponsible. Even if the long-term..." Aber genauso könntest du doch dann auch bei Schwarzen argumentieren. Digga, rafft sie das nicht? Ja gut, aber wenn man sich jetzt mal diese ganzen Viertel in Detroit oder Philadelphia anguckt oder so, da sind die ganzen, denen geht's ja danach viel schlechter. Du müsstest ja nur als Besitzer, müsstest du ja nur gut mit denen und dann wäre das doch alles. Digga, genauso könntest du da auch argumentieren. Good outweighs the bad. The state of poor Winky ought to be a bigger cause for alarm. Now, I don't know what to say here about this article arguing that it's irresponsible to free slaves, so I'm just going to move on. The article summarizes its arguments by saying that even when people are well-meaning, there's always the risk of doing more harm than good, and that Hermione ought to be careful. Tricking elves into freedom is arguably as unethical as enslavement. Yeah. This article doesn't exist anymore, by the way. They took it down for what I hope are obvious reasons. Anyway, the article concludes with its message about being nice to your slaves. Before we go, let's consider Creature. Think of how he changed when treated with kindness by his new master, Harry Potter. Previously, he'd been bitter and unpleasant. Not to mention a liability to his previous owner. Had Sirius treated him a little better, things might have worked out differently. Dumbledore was right. Being kind to Creature was in everyone's best interests. I think we need a palate cleanser after that, so allow me to briefly tell you a different story. So, the Discworld novel Snuff is part of the City Watch series. Snuff ist so ein gutes Buch! Digga, das ist so ein gutes Buch! Das Buch ist so geil, wenn's um Emanzipierung und Sklaverei, Befreiung geht, so. Befreiung von Sklaven, von Wesen geht, die halt Rechte bekommen, aufgrund der Tatsache, dass sie halt immer als weniger wahrgenommen wurden, ist dieses Buch so hervorragend. Terry Pratchett, ne? Hat einfach all das richtig gemacht, was Rowling falsch gemacht hat. Und das Buch kannst du einem Minderjährigen geben. Der checkt das. Und das Buch ist so gut. Das Buch ist so verdammt gut. Kommt die Reaction auf YouTube? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Die ganze Reihe. Which are like fantasy crime Das ist novels, ein guter Autor. Yep. In that book, Einer der Sam besten. Vimes, the commander of the City Watch, is on holiday in the countryside when he uncovers evidence of a plot to enslave goblins and force them to work on tobacco plantations. So the crime to be solved in this crime novel is the slavery of a sapient magical race. Now, most people on the Discworld think of the goblins more as pests. Eigentlich müsste ich echt mal ein Video über die Werke von Terry Pratchett machen, so. Genau wie der Dude das hier macht, so. Müsste ich eigentlich auf Ernst machen, ne? Müsste ich eigentlich echt machen, ne? Aber dann müsste ich mich erstmal hinsetzen und wochenlang, weil ich kann nicht, ich bin zu langsam mit Lesen, so. Ich müsste mich halt hinsetzen und den Rummel halt, ich hab alle Bücher bei Audible, ne? Ich habe die 1000 Mal schon gehört, so. Müsste ich nochmal durchhören, so. Ja. Schieb-Nachtschicht-Tray. So, deswegen, unbedingt. Allein das Buch, welches ist noch krass? Oh, Klonk ist auch krass. Und, es gibt so viele krasse Bücher, der ist so gut. Der ist so gut, der Autor. Es ist so krass, Terry Pratchett ist so krass. Es ist so krass. Than as people. Goblins are small and weird, and they have cultural and spiritual practices that are difficult for outsiders to understand. For instance, they store all of their bodily secretions in little pots that they carry around.
The dominant society of the Discworld is undergoing a change akin to our Industrial Revolution, with the advent of technologies like trains and wireless communication, and this society does not see goblins as useful, it sees them as outsiders, as savages, and they're treated like vermin. So when Vimes arrives in the countryside for his holiday and finds that the local pub is called the Goblin's Head, and that there is an actual stuffed goblin head mounted on the wall, he doesn't think too much of it. After all, it's only a goblin, isn't it? If there's a hierarchy of cultures on the Discworld in terms of power they have and respect they receive, the goblins are very much on the bottom. And intelligently here, Pratchett shows how the attitude that the goblins are somehow lesser beings has even been accepted to a degree by the goblins themselves. Notably, we're told that when a group of goblins was rounded up to be enslaved, they went passively and did not fight back. As Vimes begins teilweise so krank, dass sie ihre eigenen Kinder essen, damit die nämlich, weil sie am Hungern sind und so und dann halt eventuell in der Zukunft erneut Kinder kriegen könnten. Weil wenn sie Eltern und so, das ist halt so doll. Aber er macht das halt, also er zeigt, das Buch ist so gut. Warte mal eine Frage. Was ist das erste Buch, das ich von Terry Pratchett lesen sollte? Kommt darauf an, welche Reihe du, es gibt irgendwie 43 oder sowas aus der Scherbenwelt, Discworld. Ich habe mit Wache angefangen. Ich habe die ganze Wache-Reihe durchgelesen. Oder durchgehört, wohl eher so. The Guard, also Wache. Da geht es darum, dass Terry Pratchett eine Polizeiwache aufbaut, so. Also der Vimes, den wir hier sehen, so. Und dabei aber auch die Rolle der Polizei, die Notwendigkeit, aber auch die Problematik, die damit einhergeht. Also Korruption, Gewalt, Korruption in der Regierung und derlei Dinge, wird alles thematisiert. Unterschiedliche Ethnien, die notwendige Repräsentation von unterschiedlichen Ethnien in der Polizei und so alles. Das ist alles so gut. Es ist so krass. Also Wache-Reihe habe ich komplett durchgesuchtet. Die würde ich durchgehen. Dann parallel dazu ist, an der Stelle, vielen Dank für die 100 Bits, Jarl Ragnar Lottburg an der Stelle. Vielen Dank. Dann fand ich auch sehr gut, wenn man sich so gesellschaftskritisch, wenn es um so Technologie und ich finde diesen gesellschaftlichen Progress und die Kontroversen und auch die Problematiken, die damit einhergehen, finde ich ganz spannend. So, da habe ich zum Beispiel dann sehr, sehr krass gefeiert, die Feucht van Litwig-Reihe. Mit Feucht van Litwig er gründet die Post, Münzgeld, Scheingeld, also Geldscheine und Dampflok. So, das ist halt nochmal so ein bisschen gesellschaftlich, auf einer gesellschaftlichen Ebene, das läuft parallel zum Teil zu Wache, deswegen empfiehlt sich schon Wache zu lesen. Aber es gibt dann auch, wir sind noch da, wir sind da am Start. Aber es gibt noch auch zum Beispiel die Reihe des Tods. So, der Tod, einfach nur ein super krasser Charakter von Terry Pratchett, einer der besten Charaktere im ganzen Werk. Der taucht auch in all den anderen Werken auf. So, deswegen lohnt sich das auch, die Todreihe zu gucken. Ich persönlich würde mit der Wache-Reihe anfangen, um so einen Bezug zu Ankh-Morpork zu haben, der Hauptstadt, die effektiv so eine Mischung aus, die effektiv an New York angelehnt ist. An der Stelle vielen Dank für den Gifted Sub. Also ich würde mit der Wache-Reihe anfangen und dann, je nachdem, was dir eher liegt, wenn du eher in die Richtung gesellschaftlich kritisch und relevant gehen möchtest, so, also auf einer wissenschaftlichen Ebene, dann würde ich Feucht van Litwig raten. Wenn es eher mystisch und feministisch ist, dann eher in die Richtung die Hexenreihe. Die Hexenreihe, also die gibt es irgendwie 6, 7 Bände, wo es dann um so ein bisschen tropy, da wird so ein bisschen mit Klischees gespielt, aber auch mit feministischen Talking Points, so ist auch ganz cool, habe ich auch gefeiert, die Reihe der Hexen. So, die Granny Weatherwax ist iconic, mean alte Frau. Das Worldbuilding ist sehr, sehr krass. Ne? Es ist wirklich sehr, sehr krass. Also wirklich sehr, sehr krass. Und wenn das was für dich ist, oder halt der Tod. Die Todreihe ist auch sehr, sehr gut. Und dann gibt es noch so hier und da immer mal vereinzelte Werke, die dazwischen passen. So. Es ist sehr komplex. Wir können an einem anderen Punkt eigentlich auch mal on Stream über Terry Pratchett sprechen. Ich weiß nicht, ob ich so ein Video über Terry Pratchett finde. Ich hätte selber mehr Bock, auch mal Videos über Terry Pratchett zu machen. So. Aber ich bin, glaube ich, nicht der Dude, der so Reviews machen sollte oder sowas. Ne?
Weiß nicht. Mal sehen. Vielleicht kann ich mir Hilfe von meinem Cutter suchen so und dann könnte man da mal so rangehen. Ich kann mich ja nicht mal hinsetzen und ein Skript schreiben oder sowas und die Bücher mal wieder durchhören. Vielleicht mache ich das um die Weihnachtszeit herum fürs Neujahr oder so. Bräuchte ich eine Pinnwand? Ja, bräuchte man. Bräuchte man. Und Terry Pratchett macht halt all das richtig, also vielleicht mittendrin einmal kurz Werbung. Terry Pratchett macht halt wirklich all das richtig, was halt Joanne K. Rowling versucht hat und falsch macht. So, seine Magie ist auch besser und durchdacht, das macht mehr Spaß. Religion kritisiert und thematisiert ja auch viel genialer. Sekunde, ich gehe mal, Scheibenwelt anfangen. Es gibt nämlich so ein Schaubild. In welcher Reihenfolge? Reihenfolge. So. Finde ich das auf die Schnelle? Ich finde es, glaube ich, nicht auf die Schnelle. Doch, da ist es. Digga, das ist schon wieder. Das ist schon wieder abschreckend, ne? Weil es so komplex ist. Egal. Egal. So. Das ist die grobe Reihenfolge, an die man sich an die über 40 Werke oder so heranhangeln kann. Es gibt einmal hier die Wache, die Zauberer und die Hexen. So, ich persönlich bin halt ein Riesenfan der Wache. Riesenfan. Ich liebe die Wache. So, und das beginnt damit, Wache, Hellebarden, hohle Köpfe, fliegende Fetzen, der 5. Elefant. Da geht es auch Loki über Faschismus und über Nazis, die Werwölfe sind. Die Nachtwächter, Weiberregime, feministisches Werk, hammergeil, er ist so krass da drin. Und Klonk. Und da geht es dann um politischen Extremismus und das wird dann und Antifeminismus und Transrechte und die Transidentität als solches und Gender Identity, ohne dass es halt wirkt, ne, wie, ich möchte jetzt mit dir über, sondern es ist halt, er ist so gut da drin, diese Themen zu platzieren in Fiction, ohne dass es forced wirkt, ohne dass es gezwungene Diversity ist. Er ist so gut da drin. Es ergibt so viel Sinn, weil er halt einfach alle Freiheiten hat, also, Digga. Ich arbeite das mal irgendwann auf. Ich muss das echt mal hinsetzen und das mal chronologisch daran setzen. Und das auch euch aufzeigen. Ich habe da so Bock eigentlich drauf, ne? Und was ich halt so krass gut fand, war halt noch die Litwig-Reihe, aber ich glaube, die ist hier nicht aufgelistet. Nee, die passierte nämlich separat, die Feucht von Litwig-Reihe. Ab die Post, Making Money und dann hier kommt nämlich noch ein Werk. Hier kommt noch ein Werk, 2 Werke kommen hier noch, ist ein bisschen alt. So, ganz grob. Hier gibt es noch die volle Wahrheit, da wurde die Presse erfunden. Voll im Bilde, da wurde Hollywood, also Film erfunden. Und das thematisiert halt, also diese Aspekte werden halt und deren gesellschaftlicher Einfluss wird halt in seinem Werken, in seiner Fantasy-Welt thematisiert. Es ist mega geil. Und halt in sich stimmig. In sich stimmig. Ich liebe es. Und wir haben immer noch 25 Minuten, ne? Und wir sind schon, Digga. Wir kommen einfach nicht zum Ende. Egal, wir gehen zurück ins Video. Investigating the murder of a goblin and then later the slavery of the goblins. However, he has cause to interact with them. And in the course of these interactions, he realizes that rather than being vermin, they are thinking and feeling beings just like him. He speaks to a goblin who is air quotes civilized. She can speak his language and play the harp. And on talking to this goblin, on coming to the realization that they are people, Vimes remembers the goblin head mounted on the wall of the pub and he thinks. Und er sagt selber, Goblins sind halt Leute. Sie sind halt Leute. So, er kommt zu dieser Konklusion, die bei Harry im Kopf nicht stattfindet. Harry lernt Dobby kennen, spricht mit Dobby, sieht Dobbys Leidensdruck, will Dobby als Individuum von seinem Leidensdruck, der auf die Sklaverei zurückzuführen ist, befreien, hat aber nicht die Empathie und dann das Rückgrat, das bei anderen Elfen auch zu wollen. Also, es ist so unfassbar. Es ist unfassbar. To himself, someone is going to burn.
And then just a few pages later, Vimes goes to the pub, puts the landlord in a headlock, and tells him that if he doesn't take the goblin head off the wall, then he's going to set the building on fire. Vimes ist so And geil. I can't tell you how cathartic this was to read after slogging through 7 novels of Harry Potter's passive, uninterested acceptance of the... Commander Vimes einfach Instant Rage-Modus. Was? Hier werden Leute diskriminiert. Nicht unter meiner Macht. Und direkt so, entweder nimmst du diesen Scheißkopf von der Wand oder ich fackel deinen Laden ab. So geil. Der Kerl ist einfach up in arms, sofort Business. So, sonst immer so ein bisschen so, grumpy. Er ist so dieser grumpy old man. Er hat so grumpy old man oder so grumpy Onkel-Vibes. So instant zynischer Dude, so. Er war so, die Welt ist scheiße, alles kacke Menschen. Aber wenn der mitkriegt, dass irgendjemand nicht frei ist und diskriminiert wird, ist er direkt der... Er hasst Autorität. Ihr müsst dieses Werk lesen. Der Bruder ist sofort so, da wird jemand diskriminiert. Wo ist meine Axt? Instant in your face ist der, sofort. Und das passiert so oft. Und er ist, und das ist das Witzige, er ist einer der reichsten Menschen auf dem fiktiven Planeten. Und er hasst sich selber dafür. Weil er durch seine Taten immer mehr Wohlstand und Status bekommen hat, er diesen Status und Wohlstand aber verwendet, um andere Menschen sozial zu ermächtigen. Und er aktiv daran arbeitet, weil er Polizist ist, die Reichen gegenüber dem Gesetz in Verantwortung zu ziehen. Weil er findet, dass das seine Verantwortung ist. Obwohl er, und das ist halt so ein riesen Plotpoint, die Leute immer, ja, aber das geht doch hier, dass eure Aufgabe ist es, das Kapital zu beschützen, so, ne? Uns vor dem Pöbel zu beschützen, so ein Ding ist. Und er ist halt derjenige, der sagt, nee, das Gesetz ist für jeden und sowas. Also er ist genau der Polizist, den wir uns alle wünschen würden. Es ist so gut. Es ist so gut. Es ist so gut. World as it is. Imagine a hero who gets actually angry at injustice and then does something about it. What a treat. Also, goblins don't have rights in the Discworld. There's nothing illegal about rounding up goblins and shipping them off somewhere, but that doesn't matter. It doesn't matter if it's legal or not, and it doesn't matter if the goblins protest or not. Snuff says slavery is still a crime. Now, Snuff ends, spoiler alert, with goblins being granted rights and protection. Und warum? Warum? Weil, Spoiler Alert, er lässt sich damit nicht abspeisen. So, ja, es ist halt keine Straftat, Goblins zusammenzuhorten und zu verschiffen und gegen deren Willen in irgendeinem Bereich irgendwie so, arbeiten zu lassen oder was weiß ich was. So, es ist keine Straftat, weil sie haben keine Gesetze, keine Rechte. So. Er denkt sich, fuck it, ich finde einen Grund und drück euch das ins Gesicht. Und ich finde einen Grund, dass ich das zum Gesetz mache. Ich finde einen Grund, dass hier eine Straftat begangen wurde, um euch das Handwerk zu legen und dann mache ich das zum Gesetz. So denkt er. Also, okay, es gibt noch kein Gesetz so, aber ich sehe, dass es hier etwas objektiv falsch läuft. Dann gucke ich so lange, bis ich irgendwas finde, was ich benutzen kann, um dieses Problem in der Gesellschaft zu adressieren und damit wir dann Gesetze kriegen dafür. Also eine systematische Lösung finden. Genau das, was bei Harry Potter so, okay, oder nicht. Genau das. Deswegen, also, sollte ich jemals Kinder kriegen, ich werde jedes Einzelne dazu zwingen, alle Werke von Terry Pratchett zu lesen. Das ist wichtig für die Charakterbildung. Under the law, because obviously if your story is about a systemic injustice and you want your heroes to triumph and have a happy ending, then that injustice needs a systemic correction, and of course the goblin's head comes off the wall of the pub. Now, I don't know if Snuff was intended to be a response to Rowling's house elves at all, but the bit with the stuffed head mounted on the wall certainly makes it read as though it is. Yeah, if Rowling had written Snuff, Vimes would save the one goblin he met who could play the harp, and the rest of them would still be on the tobacco plantation. Actually, the first Fantastic Beasts movie has just such an ending. In that movie, Newt Scamander makes a muggle friend, Jacob, who works in a canning factory. It's the only work he can find, and he hates it, and it's miserable. Him and his fellow workers are, as he states, dying in there. Working in the factory, quote, crushes the life out of you. Jacob's dream is to open his own bakery, but lacks the funds to do so, and can't get approved for a loan by the bank. Then at the end of the movie, Newt Scamander gives Jacob a bunch of magical silver eggs, which he uses to set up his bakery. He also leaves him a note saying he's wasted in a canning factory. Aber I die was anderen sind thinking egal. during these scenes,
What about these other guys Scheiße. still working at the canning factory? Don't they have dreams? Don't they have things they'd rather be doing? Sein persönliches Charity-Projekt. So, ja, und das ist dann auch, ne? Er ist ja auch ein netter Dude, weil er hat ja hier selektiv jemandem geholfen. Than toiling away in the canning factory. Where are their magic eggs exactly? I guess it's their fault, really, for not also making a magical friend who can give them some magical money. And ultimately, the world still needs things canned, doesn't it? So back in the factory, you lot. We've already selected the one special person among you who is worthy of a better life. Anyway, I want now to ask a question. The excuses that Rowling's characters give for keeping the elves in slavery, they like it, it's the best thing for them, if we set them free they'd just become troublesome drunks. These are obviously similar to real-world excuses for the continued enslavement of groups of humans. Sag ich doch, man kann das gleichsetzen mit der versuchten Argumentation von Rassisten. These were arguments once made about the supposed dangers of freeing enslaved black people in the United States, for instance. Now, Rowling would argue that the elves in her books are not supposed to be a commentary on any real-world instances of slavery, but my question is, does it matter what the intention was here? No, it doesn't. And I'd argue no, it doesn't. If the similarities exist, they exist, regardless of what the author's intent was. Sie hätte den, wenn sie nicht möchte, dass man das mit Schwarzen in Amerika vergleicht, so, dann hätte sie die Elfen ja auch nicht fühlend oder denkend machen können. Dann wären die Plots nicht mehr funktionsfähig, so, aber sie hätte Golems oder sowas verwenden können. So. Dann funktioniert es nicht mehr, so rein narrativtechnisch so, aber dann wäre da halt auf jeden Fall keine Vergleichsmöglichkeit. Außer du heißt Terry Pratchett. Terry Pratchett schafft es, sogar Golems mit Golems eine Analogie zur Sklaverei zu schaffen. Golems wie die Hogwarts bewachen, ja. That said, I think it's time to talk about Rowling's goblins. Now, Rowling's goblins have been widely criticised as anti-Semitic, appearing as they do similar to anti-Semitic stereotypes of Jewish people. They're greedy, they're untrustworthy, they run the banking system, and the Harry Potter people didn't do themselves any favours in this regard by having a large six-pointed star appear on the floor of Gring. Ja, das ist halt dumm, ne? Also damit hämmerst du halt diese Assoziation halt nach Hause. So, das ist halt, also, Bro, das ist wirklich nicht smart. Das ist wirklich, also, spätestens mit dem Stern ist dieses, ja. It's in the first movie. That was unfortunate, wasn't it? You didn't want to edit that out, no, throw a rug over it or something. Now, of course, many fantasy stories use fantasy races as stand-ins for groups of real humans. Ja. I talked in a recent video about the Discworld's dwarves, for instance, being used to both explore Die Zwerge in Discworld sind halt ähnlich, ne? Also sie haben halt auch nasenmäßig so, haben Bärte und sind dann auch am Goldhorten so. Aber da spricht halt niemand davon, dass sie halt, ja, stereotypische jüdische Menschen sein sollen. Und keiner kritisiert halt die Goblins von WoW so. Deswegen isoliert zu sagen, Goblins, die Gold besitzen oder horten, sind automatisch antisemitisch, stereotypisch, finde ich, also wäre für mich, ich bin jetzt nicht Jude, ich bin kein ethnischer Jude, ich bin nicht jüdischen Glaubens, so, ich bin so weit weg vom Thema, wie es geht, effektiv, so. Deswegen, für mich wäre das kein Argument, das für mich, für mein Verständnis ausreichen würde. Aber, wir haben jetzt schon so viele Punkte gesehen, um zu verstehen, dass eine Joanne K. Rowling die letzte Person ist, die sich viel denkt, wenn sie solche Sachen integriert und da ein gewisses Feingefühl besitzt. So. Der Stern da, mitten in der Mitte, so, eins dieser Beispiele. Die Hauselfen, eins dieser Beispiele. Sie bedient sich gerne an Stereotypen. So. Das ist halt sehr verurteilend an der Stelle. Es ist halt, wie gesagt, nicht irgendein Werk oder dass du da ein Stereotyp, Upsi-Daisy, so, sondern dieses Werk besteht nur aus Stereotypen. Und dann fällt es mir auch schwer, diese Parallele nicht zu sehen. LGBT issues and conflicts between the moderately religious and the more hardline religious.
Star Trek, as another example, uses fantasy races to comment on particular real-world issues. Think of the alien race who are half white and half black, but still discriminate against one another and are used in a rather heavy-handed way to highlight the absurdity of racism. Star Trek also uses real-world cultures as a basis for many of its races. The Romulans are based on ancient Rome, for example. The Klingons, in their various incarnations, draw from several cultures. The Mongol Empire, there's some ancient Japan, there's some Vikings. But I want to talk about the Ferengi here. I want to compare the Ferengi to Rowling's goblins. Now, the Ferengi are portrayed as a culture driven primarily by material wealth, profit, and exploitation. They are capitalists, basically. They're used to represent and parody us, humans as we exist now, before we became utopian space communists. But it's also not hard to imagine the same criticisms aimed at Rowling's goblins being also aimed at the Ferengi, with their oversized facial features and obsessive greed. And indeed, over the years, people have accused the Ferengi of being similar to anti-Semitic stereotypes. So, is there a difference here? Now, to start, I should say that it's not my place to say whether or not anyone can or cannot get offended by the way the Ferengi are depicted. That's not up to me. But I think we can use the Ferengi here to show what I'd argue is a big problem with not only Rowling's goblins, but her handling of fantasy races in general. So in their first few appearances on The Next Generation, the Ferengi were used as recurring villains, essentially. They're a contrast to the humans of the Federation in that they're greedy and duplicitous and very misogynistic. And if this is how the Ferengi remained, I'd have nothing more to say here. They would be like Rowling's goblins. True. What complicates the Ferengi is their later appearances, particularly on the show Deep Space Nine, which introduces several Ferengi characters to the main cast, principal among these being Quark, the owner of the space station's bar. And what we see in this show are Ferengi who grow to differ from their society's expectation of what a good Ferengi should be. We see Quark's nephew Nog insisting he wants to join Starfleet rather than go into business. We see Quark's brother Rom organise a labour strike in protest of how he treats his employees. Even Quark himself occasionally passes up profit in favour of doing the right thing. And we see that wider Ferengi society is also subject to change. Ferengi women, previously forbidden from even wearing clothes, are granted rights over the course of the series, among other political changes. What this all means is that we now know that though the Ferengi are typically greedy and selfish and opportunistic, Sie sind mehr als Stereotype und befinden sich in Bewegung. Was ja irgendwo diesen Punkt der Stereotypisierung besiegt so. And sexist, they do not have to be. These traits are the cultural and social traits of a particular society, a society that is alive and is subject to change. Over time, the Ferengi become less arguably a stand-in for any one particular group of humans, and more arguably a representation of how people behave under certain societal and cultural conditions. After we witness the existence of Ferengi who defy societal norms and the flexibility of Ferengi society itself, these traits can no longer be construed as simply racial traits. But J.K. Rowling, as we've seen, cannot write flexible societies, so she cannot give any of this additional... Sie tut so, als wären alle Goblins, die bei Grinkles arbeiten, als wäre das etwas, was inhärent mit ihrer Spezies einhergeht. Was es halt rassistisch macht. Und wenn dann die Parallele zu halt anderen vorurteilsbelasteten Rollenmodellen oder Rollenbildern zurückzuführen auf Ethnie oder sowas herrschen, so dann macht es das sogar dann auch das. Also es ist halt schwierig. Characterization to her fantasy races. There is none of the depth to Rowling's goblins like there comes to be for the Ferengi. They simply are the way they are because they are goblins. Their different beliefs and behaviours stem from the fact that they are, as Bill Weasley puts it, a different breed of being. Yikes. The traits of Rowling's fantasy races are, in the main, racial traits. Now, there's an ongoing conversation about the presentation of fixed racial traits in fantasy races, particularly when it comes to questions of morality, of a race being inherently good or evil.
Wizards of the Coast recently removed the racial alignments from the fantasy races of Dungeons and Dragons, for instance, and I agree with that move. I think it's a good one. Not only does it create the opportunity for more interesting stories, a fantasy world having certain races who are just evil by default obviously has some problematic real-world parallels. But back to Rowling's goblins. The principal goblin character in the Harry Potter story is Griphook, who is the goblin from Book 1 who takes Harry to see his giant pile of gold for the first time. And then he returns in the final book to help Harry and his friends break into Gringotts in order to retrieve one of Voldemorts Horcruxes. Und da hätte man ja die Möglichkeit, in irgendeiner Weise ihm Werte mitzugeben, ihm in irgendeiner Weise, Charakter zu geben, so, aber er ist halt ein gieriger, egozentrischer, antagonistisch, also der opportunistisch, sagen wir mal, eher Backstabber. Potentially troublesome for this alliance is the history of animosity between wizards and goblins. Goblins are remaining neutral in the conflict with Voldemort. They see it as a wizard matter for wizards to deal with. Griphook and Ron have an argument. Griphook complains about the fact that wizards treat goblins as second-class citizens, and Ron counters that the goblins aren't perfect either, and have metalworking secrets they refuse to share with the wizards. Warum sollten die denn mit denen irgendwelche geheimen... Bro, wenn die keine gleichen... Also complicating things is that goblins have a different idea about the concept of ownership than wizards do. For goblins, whoever first creates an object is the owner, and subsequent purchases are basically rentals, meaning the goblins see goblin-made objects like the Sword of Gryffindor as belonging to the goblins. So what a tricky situation our heroes find themselves in. However are they going to convince Griphook to ally with them, considering all their differences and the history of division between goblins and wizards? And the answer is, they don't. Harry gets Griphook to work with them temporarily by promising to give him the Sword of Gryffindor, but intends to betray him and keep the sword until Voldemort is gone. Griphook likewise betrays Harry and steals the sword midway through the mission before abandoning him, and then despite that, Harry and his friends successfully attain the Horcrux and escape anyway. So what was the point, we might wonder, of all that stuff about the division between goblins and wizards? You know, here's a history of racial conflict, some racial differences that prove to be irreconcilable, and then it doesn't matter anyway. It's set up like Harry and his friends are going to have to find some way to navigate this conflict in their world, but then they don't. Ist das los? Ey, dann, da hat man mal als Autor so eine komplexe Situation geschaffen, die man halt auch in irgendeiner Weise spannend auflösen könnte, und dann kommt das dabei raus. They fail at that, but then they still succeed at their ultimate goal anyway, so it didn't matter. It's almost like Rowling's in two minds about the politics of the fantasy races in her novels. She clearly wants those elements in there, otherwise they wouldn't be in there, but she doesn't want them to actually mean anything or affect the plot in any significant way. Das ahne ich nicht. Warum macht man sich's da nicht leicht und lässt das raus? Ich meine, kannst ja genauso einfach sagen, so, ja, Griphook ist einfach anders als die anderen Goblins. Und fertig. Harry Potter is really missing is a good old council scene, right? So there's a big evil threat to the world, once fought defeated but recently resurgent, and to defeat it is going to take unity and cooperation. However, the peoples of the world are divided. They bicker amongst themselves, and their divisions are exploited by the evil antagonist in order to facilitate his return to power. Now, in Lord of the Rings, Sauron is defeated in a strictly mechanical sense by throwing the ring into Mount Doom, but that act is only possible after the story resolves those previous divisions that it set up. So Rohan needs to be saved. Rohan needs to answer Gondor's call for aid. Legolas and Gimli need to become friends. The Alliance needs to mount a last stand to draw Sauron's forces out of Mordor. Only then is it actually possible to defeat Sauron. In Harry Potter, similar elements are set up in their conflict with Voldemort, but then they just don't pay off. The slaves aren't freed, non-human races aren't given equal rights, the goblins remain neutral, Harry and Griphook betray each other, nothing changes in the world, but then they just win anyway. A lot's been said about the disappointing ending of... Stimmt. Das hätte, also rein
rein Storytelling-technisch wäre das ja das Ende und die Konklusion so als solches, die man erwarten kann, wenn diese ganzen Probleme aufgezeigt wurden, so, und ein Voldemort, der diese Probleme ja benutzt und für sich arbeiten lässt. Ich meine, er benutzt ja die Riesen und lässt sie für sich arbeiten, aufgrund der Diskriminierung, die die Riesen bekommen, so, die Spinnen und Sabbelrababbel. Und hier nicht Spinnen. Wie komme ich auf Spinnen? Also, nicht die Spinnen, sondern hier die Zentauren haben auch ihre Probleme mit den Menschen, so, es gibt Zentauren, ja genau, Zentauren waren es, genau. Die haben Probleme mit den Menschen und Dementoren, so all diese unterschiedlichen Fraktionen mit unterschiedlichen Interessen, die aber alle von den Zauberern diskriminiert werden, so, die hätte man ja rein also rein Storytelling-technisch hätte man ja eigentlich im Laufe der Veränderung des Systems mit an den Tisch holen sollen, um dann gemeinsam mit der Kraft der Freundschaft Voldemort die Stirn zu bieten. Weil dagegen steht ja Voldemort. Voldemort ist ja my way oder halt, ne, Highway-mäßig so. Und alle anderen haben sich zu beugen, so. Nakama-Power, genau. Aber das ist nicht passiert. Das ist einfach nicht so passiert. An dem System hat sich nichts geändert. Die Probleme, die die einzelnen Individuen halt haben, hat sich nichts geändert. Die werden immer noch durch dasselbe System diskriminiert, nachdem Voldemort besiegt wurde und auch nachdem Harry gewaltet hat. Er hat einzelne Individuen vielleicht gerettet, aber es hat sich nichts geändert. Harry Potter, but like a lot of disappointing endings, it's not that the author was writing a good story and then just messed up at the conclusion. Nee, das ist das Rather, it's the point at which you're forced to realize that you're never getting a payoff to a lot of what was set up. It's where you have to realize that you've just been reading a disappointing story. There's a scene at the end of the last Harry Potter book after the defeat of Voldemort, which is like a peek into an alternate universe where the story was actually good. McGonagall had replaced the house tables, but nobody was sitting according to house anymore. All were jumbled together, teachers and pupils, ghosts and parents, centaurs and house elves. Now this could have been a very powerful image. If defeating Voldemort had meant defeating his supremacist ideology and achieving equality, this scene with all the different people and races sitting where they like, unsegregated, would have been a fitting conclusion. But the Harry Potter series we have never earns this ending. None of these themes end up being important at all in Harry's final confrontation with Voldemort. The centaurs join the final battle not because anything has changed for them, but because Hagrid nags them, basically. The house elves join the final battle, led by Kreacher, not because anything has changed for them, but because Harry is just such a nice slave owner. And as for Harry and Voldemort, Rowling has them talking primarily about wand mechanics. You see, Voldemort previously couldn't kill Harry because their wands share a core or something, so he sought out the Elder Wand, the most powerful wand in the world, in order to finish Harry off for good. The problem is the Elder Wand will only obey its master, and that isn't the person who's holding it, that's the person who defeated its previous owner. Voldemort thinks he is the master of the wand because he killed Snape, who killed Dumbledore, who was the previous master of the wand. Harry thinks he is the master of the wand because before Dumbledore was killed, he was disarmed by Draco, who was in turn later disarmed by Harry at Malfoy Manor, an event for which the Technicality gewinnt das Duell. The wand was not present. So, the question is this. Does the Elder Wand somehow know that Harry took Draco's wand from him even though it wasn't there? And will the Elder Wand therefore not work when Voldemort uses it to try to cast a killing curse at Harry? And the answer is, of course, who cares? Why is this what Harry and Voldemort are talking about in their final showdown? You know, 7 novels of conflict, and their final fight is decided upon by the inscrutable, just introduced mechanics of a sentient magical stick. They may as... Das habe ich damals auch überhaupt nicht gefühlt, ne? Als ich das Buch gelesen habe, damals, als es rauskam, ich weiß es noch so, ich fand das irgendwie ein bisschen anticlimactic. Das war ein bisschen so, ja, was juckt, wie ein juckt so, hä? Die sollen sich gegenseitig Flüche an den Kopf hauen und ich will eine Kampfszene sehen, so, und dann, also... Well, have flipped a coin to decide who wins the final fight.
So the stick decides in Harry's favour and Voldemort's spell bounces back at him and kills him. He goes out pretty much the same as Gilderoy Lockhart, trying to use a broken wand that backfires and hits him instead. Harry has no active part in any of this. He's just a prop off which Voldemort bounces a spell exactly the same as when he was a baby. Now, not only does the Harry Potter series not earn the scene with all the Hogwarts houses and races sitting wherever they please. Ich fand das letzte Duell, ne, das war so... Aber ich fand sowieso Harry als Charakter generell unfassbar enttäuschend. Also er hat wirklich einfach so wenig getan. Er kann bis zum Ende vielleicht 3 Zauber. Im ersten Buch zaubert er nicht ein einziges Mal, 2-mal vielleicht so. Also im zweiten dann ein bisschen. Und am Ende dann halt mehr. Ich habe mir damals schon so ein bisschen mehr da gewünscht. Aber das ist halt... It actually undermines it in the actual ending of Harry Potter, the epilogue set 19 years in the future, which shows Harry sending his son off to Hogwarts, with his son worrying that he'll be sorted into Slytherin. Das ist halt genau das Ding, was mich halt gestört hat, schon immer so. Er war, und das ist ganz oft so, er ist halt dieser Everyman. Der Leser soll sich halt in ihn hereinversetzen können, so. Und dabei muss er halt ein leeres Gefäß sein, so. Ist halt typisch Chosen One. Ja, er ist halt beides. Er ist halt Everyman und Chosen One. Heißt, ne, vorherbestimmt für was Großes und sowas, ohne dass er da Aktien drin hat. Und dann gleichzeitig aber auch die leere Seite, auf die sich jeder drauf projizieren kann. So, und wenn du halt ne, zu kantige Charakterzüge oder sowas so, dann ist es natürlich schwierig mit der Projektionsfläche. So. Aber auch Luke Skywalker fand ich aber auch zu Everyman unterwegs. Das hat auch zu wenig Charakter. So, ich fand die. Ne, ist halt so, hey, er ist Meister mit dem Patronus. Er kann sich gut gegen die Dämonen, gegen die seelensaugenden Depressionsmonster verteidigen. Das kann er gut. Weil die Kraft der Liebe. So, das kann er. Weil er so viel Liebe von seinen und Labarababa. So. Aber es ist halt, ist Harry ein MacGuffin und der Elderstab der wahre Held? Kann man darüber auch argumentieren, tatsächlich. Aber es ist halt, also, nee, eine geschriebener Chosen One-Figur ist gut, das ist kein generisches Problem mit dem Stil, sondern Harry ist einfach nur schlechtes. Nee, ich persönlich, ich hasse Chosen One-Stories. Ich hasse Chosen One-Stories. Der eine Auserwählte, der das Problem lösen wird, ich finde diese Art von Stories inhärent faschistoid, inhärent ungleich. Ich finde diese ungleichen, eine Person ist besonders und muss die Welt retten. Ich finde das knüpft an diesen Gedanken der eine versprochene König und so. Ich hasse das. Naruto auch. Als bei Naruto rauskam, dass er halt der Auserwählte, direkt aus dem Fenster. Direkt aus dem Fenster. Ich fand das Ende von Naruto genauso letdown wie das Ende von Harry Potter. Das war so, Bruder, was für Chosen One, was soll das? Komm, er hat nichts, er ruht sich einfach darüber aus, dass die Schicksalsgötter, Autorin effektiv sagten, der ist besonders. Er hat nie was dafür getan. Und alles, was er dafür getan hat, war nur auf Nacken, weil er ist besonders. Finde ich halt schwach. Er ist der typische Anime-MC, er ist ein Nobody und plötzlich, bam, der Geilste. Du hast es drauf. Du sagst es. Du sagst es, vielen Dank für die 4 Monate, du sagst es. Genau das. Es ist halt frustrierend. Weiß ich nicht. Und wenn dann so ein Ende zustande kommt, ich finde es hart frustrierend. Ich muss an der Stelle aber sagen, es gibt auch gute Chosen One Stories, zum Beispiel Dune, ne, da ist ja Dingens, ist ja der Protagonist auch ein Chosen One so, aber er ist halt nicht in dem Sinne, er wird die Welt retten, die Sammelradbubble, sondern eher so, ist gut gemacht, das Trope ist gut, die Dingens, so, ich finde, es gibt auch gute. Ist er nicht. Naja, ist der Quasar auf jeden Fall. Und damit der Auserwählte. Der über Jahrtausende hinweg hinproduziert wurde. Nee, ist er nicht. Okay. Hab die Bücher nicht gelesen. Okay. Also doch, habe ich. Mehrfach, aber okay. So, they've kept Slytherin. Lazy Knowledge, vielen Dank. Lazy Knowledge, vielen Dank für den erneuten, erweiterten, beziehungsweise gewechselten Prime. Ehre an der Stelle. Still kept Slytherin there. Now, I know it's an old joke. Why doesn't Hogwarts just get rid of the evil house? But they definitely should have after the fall of Voldemort, when the entirety, all of the Slytherin student body either fled or joined Voldemort. But more than just Slytherin, they've kept the segregation of the school children.
The desegregation was just a one-day affair, I guess, and I suppose the house elves got a 15-minute break after Voldemort was killed, and then it was back to work. Actually, the final sentence Zurück in die Sklavenhöhle! Es muss ja Essen, das Siegesessen muss gemacht werden. The final novel, prior to the epilogue, is Harry wondering if he can get Kreacher, his slave, to bring him. In Dune wurde die Geschichte des Chosen One künstlich erstellt und Paul ist die maximale Kritik, was ein Chosen One ist. Das macht ihn trotzdem zum Chosen One. Worüber diskutieren wir hier gerade? Das macht ihn offensichtlich, ob er künstlich erstellt wird oder nicht, ist doch lost. Bro, was? Harry Potter wurde von Trelawney oder Neville Longbottom. Die beiden standen zur Wahl und Voldemort hat den Chosen One gewählt. Dann ist nach deiner Argumentation ist Harry auch kein Chosen One, weil Voldemort hat ihn künstlich gewählt. Hä? Worüber reden wir hier? Was zur Hölle? Chosen Ones werden immer künstlich erstellt. Ob von der Geschichte, vom Auto, vom Schicksal, von meinen Hoden, es ist doch völlig lost. Es ist generell egal. Es ist generell lost. Chosen Ones werden artificially gewählt. Ob der von einem Narrativ oder vom Autor, ist doch Wurst. Es ist immer low und immer boring. Außer bei Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen. Und Paul Atreides war eine dieser Ausnahmen, unter anderem, wie ich ja auch sagte, weil er den Chosen One-Trope kritisiert. Das ist die Ausnahme. Deswegen finde ich den nämlich gut. A sandwich. Anyway, this epilogue, where all the characters have paired off and had a dozen kids all named after the characters who died in the series, is embarrassing to start. It's worse than the cringiest fan fiction. But it's also depressing, because it reveals to us that nothing has changed in this world. This is presented by Das Ende ist effektiv, und dann wachte er auf und alles war nur ein Traum. Und alles ist so, wie es immer ist. Gut, der böse Zauberer, das war nur ein Albtraum, aber alles ist so, wie es sein soll. Vielen Dank für den Prime-Sub an der Stelle. Ey, Fischer96, vielen Dank für den Prime-Sub. As though it's a good thing, but in reality the ending of Harry Potter is even more dismal an ending than in 1984. Slavery was not ended, equality was not achieved, we're still segregating the school children according to supposedly innate characteristics. We learned nothing, basically. Das habe ich auch als Kind nie verstanden, warum man gezielt die Kinder in Häuser unterteilt, dann separiert, obwohl man weiß, dass das dann dazu führt, dass Slytherin dann sich isoliert fühlen und ihren was weiß ich was, egozentrischen Grind fahren. Und also, du willst doch einen Austausch, du willst doch den Dialog und eben nicht so früh. Das hat gar keinen Sinn ergeben. Das hat in meinem Kopf überhaupt keinen Sinn ergeben. Und dann, als Kind habe ich das schon nicht verstanden. But now it's 19 years later, and my scar is not hurting, so all is well. Harry Potter is ultimately not the right character for the story he's in. Harry, as a mostly passive audience point of view, works in the und immer sind die Slytherin die Bösen so. Und warum macht man daran denn nichts, wenn über die gesamte Geschichte andauernd ein Haus die Bösen sind? Vielleicht ist diese Hausstruktur nicht ganz so clever. Vielleicht ist sie das nicht. So, nach Voldemort, so, da hätte man ja vielleicht mal alle Todesser von Voldemort, da hätte man vielleicht darüber nachdenken können. Salazar Slytherin, vielleicht da hätte man da schon darüber nachdenken können. So. Warum? Also, doesn't make sense. Few novels, but as the series goes on and Rowling fully reveals all the problems inherent to the wizarding world, Harry's passivity becomes an unintentional, tragic flaw. We learn in The Cursed Child that an adult Harry has become the head of magical law enforcement. He is the top cop in the wizarding world. Oof. It's now his day job to ensure that nothing changes in his society. Oof. And he's friends with Hermione, who is now the Minister for Magic. Hermione did the most homework. Sie ist die Ministerin? Also, er ist Harry, also unser Trio ist verbandelt mit der Judikative und mit der Legislative und der Exekutive. Und die sind nicht in der Lage, eine Schulreform oder eine Gesellschaftsreform in irgendeiner Weise Bruder, das kannst du dir nicht ausdenken. Bro, wenn du so
monarch, which means she gets to be the prime minister. Wow. Because you see, the real magic in Harry Potter is a functional neoliberal meritocracy. Harry Potter is not just a Cinderella fantasy, it's a liberal fantasy, one in which conservatives get bullied, evil defeats itself, and societal change is unnecessary because the slaves like it where they are. Harry Potter asks, what if a hierarchy of wealth and power, but everyone was in their rightful place? Now, before I leave today, there's still one very pressing question that we haven't answered. Why didn't the wizards stop Hitler? Gute Frage. Why didn't the wizards use their magic to prevent Weil the wir various wissen ja, dass Hitler existierte in der Vergangenheit von Harry Potter. Das ist eine gute Frage, warum die da nicht eingegriffen haben. atrocities of World War II? Now, you might say, it doesn't matter. It's a joke question. There is absolutely no reason we need an actual answer to it. But I feel like I know what's been happening inside J.K. Rowling's mind post the main Harry Potter series. You brats keep asking why the wizards didn't stop World War II. Well, I'll show you. So Ja, Ragnar Lothbrok, vielen Dank für die Filmwasserbombe an der Stelle. Vielen Dank. Ehre. Vielen Dank für die Filmwasserbombe. Vielen Dank. the Fantastic Beasts movies are set in the decade prior to World War II, and one of antagonist Gellert Grindelwald's stated motivations for his actions is to prevent World War II. Not cause it, but prevent it. At a rally, he shows prophecies of images from World War II. We see the Blitz, a nuclear bomb going off, and a column of people marching beside a series of train cars. So, very classy. Thank you, Fantastic Beasts movies. Come for the whimsical magical animals, stay for the grim portrayals of the Holocaust. Now, you might say Grindelwald is being disingenuous in his stated desire to prevent World War II and is just using it as an excuse to attract people to his cause, but as an audience watching it today... Ich frage mich, was sie damit bezwecken wollte. Ich versuche das gerade wirklich zu verstehen. Was ihr Gedankenvorgang da war. We know that he was right. His prophecies were accurate. These things did happen. And we also know that the wizards didn't stop World War II. And this isn't some dangerous butterfly effect messing about with the time machine stuff. These events are future events for the characters in the story. There's no reason they shouldn't want to prevent this, but the only person who even claims to want to prevent it is the bad guy. Now, what this means is that when Dumbledore and Newt Scamander and their fantastic beasts are fighting against Grindelwald, they're fighting to save World War II. Die kämpfen halt, dass Adi mal seine Weltmachtfantasien ausleben darf. Dumbledore und Newt auf der Seite von uns, den Deutschen. Ja, moin! Nee, also der Adi, der soll schon hier seine Chance haben. Das ist schon wichtig, ne? Die Deutschen sollen hier mal kurz mal gucken, ob die erstmal die Welt hier in den Schwitzkasten nehmen dürfen. Bruder. Warum? Warum? Also, wieso schreibt man sich da selber so in die... Die hätten das doch... Sie hätten das ja auch so schreiben können. Also, ich verstehe nicht. Sie hätten das doch auch so schreiben können, dass Dumbledore und seine Follower oder sowas die Nazis hätten verhindern wollen, aber Grindelwald war da am Start und so und hat halt deren Aufmerksamkeit auf sich gezogen und deswegen konnten sie nicht eingreifen. Dann, ne? Das ginge ja auch. Und so ist das so, nee, wir müssen Grindelwald besiegen, damit der Zweite Weltkrieg passiert, damit halt, ne, mehr als 6 Millionen Juden in KZs sterben und damit wie viele? 21 Millionen Russen? Digga, es sind so viele Menschen, es sind so unfassbar viele Menschen gestorben. So, das ist halt so, ja, wir kämpfen hier für die richtige Sache. Also, ich frage mich, warum? Warum? Weil das hat sie ja in der Gegenwart geschrieben. Das hat sie ja nicht damals am Anfang so, sondern das hat sie ja 2012, 15 irgendwie so in dem Rahmen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Was sie sich dabei gedacht hat, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat. Also, es war auf jeden Fall 2000er Wende, 2010er Wende, in dem Rahmen muss das ja irgendwann gewesen sein, diese Bücher. Das ergibt ja alles gar... Also, wieso willst du denn? Ich verstehe nicht. And make sure that it happens. This is the anti-change ideology of the Harry Potter series taken to its logical endpoint, right?
The wizards didn't stop Hitler because stopping Hitler is wrong. Now, I've no idea how close the Fantastic Beasts movies are actually going to get to World War II, but Rowling once stated on Twitter that the series is supposed to end in 1945, which would mean that they cover all of it. Now, I'll end with a plea from me to J.K. Rowling today. So listen, Joanne, please don't. This isn't something we need to see. There's no good answer to the question, why didn't the wizards stop Hitler? You can't. Die gute Antwort wäre gewesen, weil Grindelwald es nicht zugelassen hat. Das wäre die gute Antwort gewesen. Alle Zauberer waren damit beschäftigt, gegen Grindelwald zu kämpfen. Das wäre eine gute Antwort gewesen. Sie konnten es nicht, sie wollten es zwar, es ging nicht, weil Grindelwald. Der hatte andere Pläne. Ich ahne das nicht. Can't write your way out of this. You're not good enough. Just accept it. The best case scenario here is that this series gets cancelled before we see what you're planning. Now, before I go today, I'm going to wrap up with a few clarifications. Firstly, this video is not meant to be an exhaustive list of everything wrong with Harry Potter. There's plenty I didn't mention. For instance, Rowling once stated that her werewolves were supposed to be a metaphor for having HIV, and then she made one of her main werewolf characters. Wie bitte? Wie bitte? Ihre Werwölfe war eine Metapher für HIV. Fenrir Greyback, der ein besonderes Interesse daran hat, kleine Kinder anzustecken mit dem Werwolf-Curse, ist eine Metapher für HIV. Wie bitte? Wie bitte? Was willst du damit aussagen? Wurde nicht in ihrer Zeit, 80er, 90er, HIV explizit verwendet, um Homosexuelle zu stigmatisieren? Will sie damit sagen, wenn Werwölfe eine Metapher für HIV sind, dass die mit HIV assoziiert werden, sich verhalten wie die Werwölfe in ihrem Buch? Will sie das damit sagen? Ich weiß es nicht. Ich verstehe ihre Aussage da in dem Fall nicht. Das verstehe ich nicht. Was will sie damit sagen? Solche Sachen kannst du nicht einfach so droppen. Das ist... Man kann mal der Frau bitte den Stift wegnehmen. Ja. Man nehme ihr bitte den Stift weg. Und den Zugang zum Internet. Sie ist reich, sie braucht nicht mehr. Alles gut, hör auf, verschone uns. Wie bitte? Junge, was ist das denn? Also, was ist das für ein Take? Wo sind wir denn? As a predator who attacks children to purposely infect them with werewolfism. Danke, dass er das auch aufbringt, den Punkt, weil das ist die erste Assoziation, die mir sofort in den Kopf kam. I didn't mention that. Well, I did right now as an example of something I didn't mention, but you know what I mean. I'd also like to make clear that Harry Potter's anti-change problem is by no means unique. Think of all the Hollywood blockbusters in which the good side are those seeking to preserve the status quo, and the antagonists are people with legitimate grievances about the world and a desire to change it, and then they pull a cheap trick and have the antagonists just murder a baby or something so the audience knows that they're the bad guys. This is art produced by the rich, people who have done very well under capitalism, thank you very much, and therefore see all systemic change as inherently evil, no matter how reasonable it might seem on the surface. Next, I'd like to clarify that my criticisms of Harry Potter aren't a moral condemnation of anyone who still finds things to enjoy about the books. I've compared... Muss man abschließend nochmal betonen, so, wenn du findest, dass diese Bücher dich unterhalten haben, so haben sie mich ja auch, so dann ist das nicht, dann verurteile ich deine Moral oder deinen Geschmack da nicht an der Stelle. Das ist wichtig zu betonen, so. Wir befassen uns hier nochmal abschließend eigentlich mit dem, was wir als Kinder interessant fanden, was aufkam, was wir verfolgt haben, so. Und sich jetzt deswegen, also wenn man das immer noch unterhaltsam findet, so, obwohl man das weiß, so, dann ist man, ja, okay, vielleicht ein bisschen gegen die Wand gelaufen, so, aber du findest das unterhaltsam, was du unterhaltsam findest, so, am Ende des Tages. Kann ich dir nicht wegnehmen. Wenn ich es könnte, würde ich es tun, aber ich kann es nicht. So. Das kann ich an. Also, find gut, was du gut findest, aber es ist halt, weiß, was du gut findest. An der Stelle. Ja?
kritisch mit den Sachen auseinandersetzen, die man gut findet oder unterhaltsam findet. Harry Potter to a bunch of other stories today, and I'd like to make clear that I'm not saying Harry Potter is the wrong way to do things, and those other stories are the right way, necessarily, because it's more complicated than that. In the specific instances I compared them to Harry Potter, I believe they are better or more interesting, but that obviously doesn't mean they're without problems themselves. Lord of the Rings obviously has issues with its evil fantasy races. Deep Space Nine, while excellent a lot of the time, has also broadcast some of the worst episodes of television ever created, and the Discworld novel Snuff has its own problems. Now, I'd argue it is to a degree aware of some of its problems and does investigate them in the text, but at the end of the day, it still is a story about a powerful white guy turning up and solving a bunch of other people's problems. Ja. Now, while that's still very much more satisfying to read than Harry Potter's complete refusal to engage with his society's problems, aber letztendlich wird meist so gesellschaftliche Veränderung geschaffen. Durch Aufschrei und Revolution und Rebellion der Betroffenen und dann ein Einknicken und ein Entgegenkommen und Gegenlenken und ein Mitziehen von Betroffenen, von Nicht-Betroffenen. Bis eine kritische Masse gereicht wird, die dann halt eine gesellschaftliche Veränderung hervorbringt. So. Es ist selten so, dass nur Betroffene sich für ein Thema stark machen, das Thema treiben und die Mehrheitsgesellschaft einfach so dann einknickt. So. Das ist selten so. Und es müssen immer einzelne Nicht-Betroffene sich mit den Betroffenen solidarisieren und mit zur Speerspitze werden für dieses Problem. Hand in Hand so. Weil nur so, ne? Also so beobachte ich es leider auch nur. It's not a trope that is without its harmful aspects. We have had a lot of those stories, haven't we? So yes, if you still like Harry Potter... Fischling, genau. Es ist halt schwer, Machtstrukturen zu verändern, wenn man selber keine hat oder nicht etabliert ist innerhalb dieser. Genau. Das meine ich nämlich damit. Lange Rede, kurzer Sinn, das meinte ich damit. Don't worry, I'm not saying you're a Slytherin. Thanks a lot for watching today, folks, and thank you especially to my supporters over on Patreon, some of whom should be scrolling by right now. Patreon backers get early access to all of my videos, so if you'd like more videos like this one, and also early access to those videos, please check out the Patreon link below. Right, that's all from me today, folks. I'll see you next time. Das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Video. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das auseinanderzunehmen, da reinzugehen in die Thematik. Wir werden uns im Weiteren vorangehen mit der Transphobie von J.K. Rowling auseinandersetzen und auch weitere Talking Points und auch weitere Probleme innerhalb dieses Werkes zu sprechen kommen. So. Und das werde ich in einer Playlist auflisten, sodass man das halt so als Art Podcast oder sowas sich zu Gemüte führen kann. Ich persönlich fand das Video sehr, sehr nice. Wer das noch nicht kennt, vielleicht auch ohne mein Geramble mal so zwischendurch durchlaufen lassen. Wirklich guter Content, der ist sehr basiert, macht sehr gute Videos. Also die Talking Points, die ich selber hatte und tatsächlich sogar noch so viel Durchdachteres, hat der einfach mal eben so alles mitgenommen. Auch vor allen Dingen ein Feingefühl für touchy Themen, die man vielleicht selber auch gar nicht so, von dem selber nicht betroffen ist, so, hat er an den Tag gelegt, so, wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Sehr, sehr gutes Video. Würde ich jedem immer weiterempfehlen.